Wir haben das große Vergnügen, heute Herrn Professor Roberto Risch bei uns zu haben. Professor Risch ist Professor an der Autónoma in Barcelona und nicht nur das, er ist auch für viele andere Universitäten und Projekte tätig. Er ist einer der renommiertesten Prähistoriker, einer der renommiertesten Vertreter unseres Faches. Und nicht nur das, er kann auch, das werden wir heute sehen, sehr spannend und lebendig erzählen. Und er macht einige der bedeutendsten frühbronzezeitlichen Forschungsprojekte Europas. Und wir sind sehr stolz und freuen uns, dass unser alter Freund Roberto Risch jetzt seit 2 Jahren bei uns ist und noch 1 bis 2 Jahre bei uns sein wird und mit uns gemeinsam hier in Halle forscht. Das letzte Interview haben wir vor 12 Jahren gedreht. Und das Interview ist damals, wie ich finde, sehr, sehr gut gelungen. Was ich aber das Erstaunliche finde, wenn man dieses Interview sieht, wie groß der Erkenntnisfortschritt in El Agar in dieser Zeit ist, aber auch in Aunititz. Und ein besonderes Glück ist es, dass Herr Professor Risch heute hier mit uns auch über Aunititz spricht und ausführlich über Aunititz spricht, denn er forscht jetzt auch zu Aunititz, seitdem er in Halle ist. Ja, Roberto, toll, dass du da bist. Vor 12 Jahren haben wir das letzte Interview gedreht. Das kommt mir vor wie gestern. Und in den 12 Jahren ist ja wahnsinnig viel passiert. Ihr habt La Bastida weiter ausgegraben, ihr habt Tita di Lienzo gegraben. Aber vor allem bist du jetzt seit 2 Jahren bei uns und wirst auch noch einige Zeit bei uns sein. Und wir forschen zum ersten Mal gemeinsam an Aunititz und der Frühbronzezeit. Hier sind schon viele Arbeiten entstanden. Und darüber wollen wir heute sprechen, wie groß die Fortschritte in der Archäologie sind, wie wir weitergekommen sind und was wir alles heute wissen, was wir damals nicht wussten und wie wir vielleicht unser damaliges Wissen heute anders beurteilen. Was ist in diesen 12 Jahren das Wichtigste gewesen und vor allem fangen wir mit Spanien an, nicht was habt ihr in Spanien Neues gemacht? Ja, wenn es sich auf die Bronzezeit bezieht, ist natürlich die Fortschritte vor allem durch die neuen Grabungen gekommen. Nicht? Die Grabung in La Bastida ist ja bis 2014 weitergeführt worden, auch mit der Restauration. Und das, ich glaube, der entscheidende Fund war die Stadtmauer. Vor 12 Jahren fragtest du mich, gibt es in La Bastida eine Stadtmauer? Und ich glaube, ich habe negativ, damals hatten wir keinen Hinweis darauf. Und das Bild hat sich völlig verändert. Okay. Es gibt eine massiv gebaute, mit rechteckigen Türmen, eine Stadtmauer mit rechteckigen Türmen, noch bis zu 4 Meter erhalten. Aber sowas kennt man doch eigentlich nur in Griechenland normalerweise oder in dieser Zeit, im 3. Jahrtausend. Nicht? Genau. Oder am Ende in Griechenland, Levante natürlich, Troja II, es ist, sagen wir mal, es wäre das Ende von Troja II. Also im östlichen Mittelmeer, würde ich mal sagen, gibt es diese. Und das Interessante ist eben, dass die C14-Daten, die wir gemacht haben aus den Fundamenten dieser Mauer, gehen direkt auf 2200 vor Christus. Also die ältesten C14-Daten von La Bastida liegen im Zusammenhang mit dieser Stadtmauer. Also, aber wir haben doch 2200, haben wir doch eine veritable Krise im Mittelmeerraum. Wie verhält sich das dann zu der Krise? Ist das ein Aufbau nach der Krise? Erzeugt die Krise Wehrbedürftigkeit, sodass man sich wehren muss? Naja, das ist eben, wir glauben nicht, dass es ein Zufall ist, dass genau in dem Moment, wo im östlichen Mittelmeer und auch auf der Iberischen Halbinsel so viele Städte, Siedlungen aufgegeben werden, nicht? Unter anderem Troja II, zum Beispiel die Zerstörungsschicht von Troja II, aber auch in anderen, in Lerna III haben wir Verbrennungsspuren, die großen Gebäude von Lerna III, House of Tiles wird zerstört, Los Millares wird aufgegeben, Sambujal auf der Iberischen Halbinsel, also die großen kupferzeitlichen Siedlungen der Iberischen Halbinsel verschwinden innerhalb von weniger als 50 Jahren, ja, verschwinden oder werden zerstört und es sind nur noch wie in Sambujal, wo noch wahrscheinlich ein paar Menschen leben, aber nicht mehr in diesem monumentalen Stil. Und genau in dem Moment, um 2200, entsteht ja El Agar in Almería und in Murcia. Ein kleines Territorium, jetzt wissen wir so um die 4500 Quadratkilometer zwischen Almería und Alicante, an der Küste entlang. Und erscheint ein völliger Fremdkörper, weil es eben diese großen Höhensiedlungen sind, die du im Rest des Spaniens überhaupt nicht siehst. Du siehst kleine Höhensiedlungen, so 1000 Quadratmeter, also 0,1 Hektar. Aber hier haben wir ja Höhensiedlungen wie La Bastida, die fast 5 Hektar groß sind. Und das Erste, was sie machen, ist eine Mauer bauen.
mitten in den Bergen. Man kommt ja nicht leicht an La Bastida. Es ist ja schon natürlich verteidigt. Und das ist, wie du eben schon angedeutet hast, vor was hatte man Angst? Was musste beschützt werden? Sicher war auch die Mauer ein Propagandainstrument, also zu zeigen, schaut, wir können etwas völlig Neues, wir können eine Mauer bauen, die ganz anders ist als die kupferzeitlichen. Die kupferzeitlichen sind ja so hufeisenförmige Türme, Bastione, die innen hohl sind. Und in vielen dieser Türme haben ja auch Menschen gelebt. Wir haben Mahlsteine, Feuerstellen, Metallwerkstätte gibt es in so Türmen. Also es ist nicht nur eine militärische Anlage, sondern es ist auch eine zivile Anlage. Man hat eigentlich bei Los Millares, wir beide waren in Los Millares, ich war unglaublich beeindruckt. Also eine Mauer, die sozusagen über Berg und Tal zieht, wie Römer, die den Limes zack durch das Tal ziehen. So ist Los Millares, nicht? Und umgeben von diesen, zumindest interpretieren das die spanischen Kollegen so, von diesen glockenbecherzeitlichen vielleicht Türmen, als wäre es belagert, ist die Interpretation leider bis heute nicht sehr gut vorgelegt. Das ist ein Manko in der Archäologie. Aber dieses Los Millares, wenn man hingeht, ist doch, jetzt sage ich es mal ein bisschen despektierlich, eine Lilliputaner-Anlage, Entschuldigung. Man hat den Eindruck, mit einer Obi-Bauleiter kann man da drüber klettern. Nicht? Also es ist jetzt nicht was wahnsinnig Wehrhaftes. Nicht? Also es ist sicherlich, eine Mauer ist okay, aber nicht wirklich jetzt so etwas wie La Bastida, wo man tatsächlich verteidigen kann. Etwas, was auch tatsächlich wahnsinnig repräsentativ ist. Liegt es daran, dass so Mauern noch nicht bekannt und entwickelt waren? Ist es auch Repräsentation oder reichte das für den Schutz, weil vielleicht die Technik einer Belagerung oder eines Angriffs noch nicht so entwickelt war oder es weniger Menschen waren? Ich weiß es nicht. Es ist jedenfalls eine erstaunliche Diskrepanz. Ja, naja, Los Millares ist halt verglichen mit La Bastida topografisch schon mal ganz anders. Es liegt in einer der fruchtbarsten Täler Südostspaniens, in Almería eben, dieses Tal, was sehr, sehr fruchtbar, auch in der arabischen Zeit, das Meer ist in der Nähe, also es ist eine topografisch sehr günstige Stellung. Und sie schützen ja nur den leicht zugänglichen Zugang zu der Siedlung, aber die anderen, die Talhänge, werden nicht befestigt. Und das ist bei La Bastida ganz anders. Genau, in La Bastida hast du ja einen Steilhang auf der einen Seite, da brauchst du gar keine Befestigung, der Steilhang ist 80 Meter hoch, da kommt niemand hoch. Ja, also, und du hast auf der anderen Seite der etwas leichter zugängliche, dort hast du eine Mauer, die wahrscheinlich über 300 Meter lang war. Und eben mit diesen massiven Fortifikatoren, mit diesen massiven Türmen, die nur noch eine polyoszetische Architektur darstellen. Also nur noch zur Verteidigung und vielleicht eben zur Darstellung der Monumentalität der Siedlung. Und die Waffen haben sich ja völlig geändert. In Los Millares hast du ja in der Zeit der Kupferzeit, also vor 2200, die Waffen, die wir haben, sind Pfeilspitzen. Hunderte von Pfeilspitzen gefunden worden. Also es ist ein Krieg, der aus der Distanz, es ist ich würde nicht mal sagen Krieg, es ist ein Konflikt aus der Distanz. Eine Mauer wie die Los Millares, die kann man da sehr schön verteidigen mit diesen Pfeilspitzen. Ansonsten hat es Steinbeile gegeben und Kupferdolche. In La Bastida bis heute haben wir nicht eine Pfeilspitze gefunden. Eine andere große bronzezeitliche Siedlung, Gatas in Fuente Álamo. In keiner dieser großen Siedlungen, über 2 Hektar großen Siedlungen, sind Pfeilspitzen. Ab 2002 finden wir in El Agar keine Pfeilspitzen mehr, aus Silex geschnitten. Im Rest der Iberischen Halbinsel gibt es die laufen weiter. Pfeile und Geschosse sind im Krieg wichtig, auch wenn man die Überlegenheit der Infanterie hat. Nicht? Also wir sehen bei den makedonischen Armeen, wir sehen bei den römischen Armeen, wir sehen bei allen antiken Armeen immer noch Bogenschützen und vor allem Schleuderer. Die iberischen Schleuderer sind ja ganz berühmt. Könnte das nicht eher dann darauf hindeuten, dass diese Siedlungen vielleicht nie belagert werden, dass diese Siedlungen überhaupt gar keinen Konflikt ausgesetzt sind, dass El Agar so mächtig ist, dass es zwar die Siedlungen baut, Repräsentation oder gegen den Feind, aber vielleicht sind wir in so einer Art kalten Krieg, wo sich die gar nicht angreifen. Ja, könnte sein. La Bastida beginnt ja 2200 und 150 Jahre danach, 2050, brennt die ganze Siedlung ab
und wird neu gebaut. Ob es sich hier um einen Unfall handelt, um eine zufällige Brandstiftung oder um einen Angriff, wissen wir nicht. El Agha entwickelt sich ja über 650 Jahre. Aber alle Siedlungen, die wir bisher stratigraphisch kennen, haben irgendwo Brandschichten. Ja? Und vielleicht sind diese Brandschichten auch gleichzeitig. Also innerhalb dieser 650 Jahre, aber das ist ja eine enorme Zeit, haben sich natürlich sicherlich Konflikte abgespielt. Die Frage ist, ob Siedlungen innerhalb von El Agha oder eben El Agha im Konflikt mit der Außenwelt, ja, mit sagen wir mal, zentralspanischen Siedlungen oder Nomadenbevölkerung, zum Beispiel das ganze Guadalquivir-Tal, funktioniert ja ganz anders. Während wir Ostspanien haben wir Höhensiedlungen, haben wir Sesshaftigkeit, ist im südwestlichen Teil der Iberischen Halbinsel, also das Guadalquivir-Tal, Portugal auch zum großen Teil, haben wir kaum bronzezeitlichen Siedlungen. Wir müssen also eher dort von vielleicht nomadischen Bevölkerungen ausgehen. Aber das Problem ist eben, dort haben wir kaum Forschung. Hingegen im östlichen Teil der Iberischen Halbinsel haben wir sehr viel Forschung und das sehen wir immer konkreter, was dort sich abgespielt hat. Ja, wir kennen ja zum Beispiel in stabilen Reichen wie dem Römischen Reich, kennen wir auch in diesen 400, 500 Jahren eine ganze Menge Bürgerkriege. Also wer sich heute Pompeji anschaut und wenn er sich Pompeji aufmerksam ansieht, dann sieht er Spuren der Belagerung von Pompeji. Aber das sind immer Dinge in Bürgerkriegen, aber man sieht eben die Geschosse in den Mauern, man sieht eine Geschossverteilung. Also Geschosse spielen immer eine riesige Rolle. Und wenn wir Siedlungen untersuchen, denken wir an die neolithischen Siedlungen in Deutschland, nicht? Oder denken wir an die Bronzezeit, die neolithischen Siedlungen in England, nicht? Es wird ja eigentlich immer mit den Geschossen argumentiert. Da haben wir ja Krieg eigentlich häufig sehr gut nachgewiesen. Wir beide haben ja diesen Kriegsband auch gemacht, nicht? Warst du ja beteiligt. Und da sind die Geschosse wichtig. Also könnte es doch sein, dass man Krieg führt nach außen, dass man an den Grenzen Armeen oder Krieger stationiert, dass man aber sozusagen im Inneren vielleicht, in 600 Jahren vielleicht einmal ein Unglück hat, aber archäologischen Nachweisen kann man es eben offenbar nicht, sonst hätten wir ja irgendwelche, wie wir das häufig haben, denken wir an Punta di Zambrone, Erschlagene unter den Stadtmauern, da denken wir jetzt an Theodoros Corano, nicht, wo in seiner Stadtmauer unter der Stadtmauer sich verstecken und ersticken und so. Also es gibt ja die verschiedensten Szenarien, nicht? Aber so eigentlich müsste man eine Belagerung und Eroberung irgendwie sehen. Ja. Wir haben natürlich in El Agha, das ist jetzt auch ein paar Publikationen jetzt dazu erschienen, wir haben auch anthropologisch Nachweise von Gewalt, also dass Gewalt existiert haben, vor allem an den Grenzregionen. Du siehst, in der Grenze von El Agha gibt es verschiedene Gräber, zum Beispiel El Morron, wo eine Person, ein Mann eindeutig mit Gewalt starb, durch eine Gewaltkonfrontation. Und wir sehen auch in L'Almoloya Stabdolchgräber. Wir haben zwar keine Pfeilspitzen aus Silex mehr, aber wir haben diese Stabdolche. Und zusammen mit Aunjetitz ist ja El Agha die letzten, scheinbar in Europa, die noch mit Stabdolchen kämpfen. Und vor allem sind diese Stabdolchkrieger eine Elite in beiden Gesellschaften, vor allem zwischen 2000 und 1800. In diesen 200 Jahren expandiert El Agha von diesen 4000 anfänglichen Quadratmeter über ein Gebiet, das am Ende 35.000 Quadratmeter, heute haben wir noch mehr Siedlungen, wir haben die Grenzen, es gibt jetzt ist eine Doktorarbeit von Adrián Moreno im Kommen über die Grenzen in Murcia, die Kollegen in Alicante haben die Grenze in Alicante gezogen. Also wir können jetzt praktisch die Grenzregion von El Agha zu ihren Nachbarn immer besser, immer genauer platzieren, auch dank neuer Grabungen, vor allem auch von der Universität Alicante und auch was wir in El Morron ausgegraben haben in Nordmurcia. Wir sehen also in diesen 200 Jahren zwischen 2000 und 1800 diese Expansion und die ist geführt worden von den Stabdolch-Eliten. Das Interessante ist, dass die
Toten dieser Stabdolche, die Bestattung dieser Stabdolchelite findet nur in der Kernregion von El Agar an, nicht in den neu gegründeten Höhlensiedlungen. Als 1800 das Schwert auftaucht, und die Stabdolche nicht mehr verwendet würden, siehst du Gräber mit Schwertern oder in Siedlungsfunden mit Schwertern im ganzen Gebiet von El Agar. Also da ab 1800 hat das Kerngebiet nicht mehr diese Rolle. Vielleicht deutet es darauf hin, dass das ganze Territorium zu einer politischen Einheit geworden ist. Nicht? Und da wir eben auch die großen Fürstengräber ab 1700 haben wir die sehr, sehr reichen Fürstengräber, eben auch gerade von Frauen. Und die Kriegergräber, die früher existierten, spielen keine Rolle. Also wir sind glauben wir, auf einer politisch anderen Ebene. Das bedeutet ja, du erwähnst die Frauen, das bedeutet ja, dass man sozusagen den Status ererbt. Dass man sozusagen von Haus aus in eine gewisse Gruppe oder Klasse hineingeboren wird und dass das sozial keine sehr mobile Gesellschaft ist. Nicht? Das würde bedeuten, es gibt eine Art Adel oder so etwas. Man wird sozusagen zum Stabdolchkrieger geboren, aber auch als Frau gehört man dem an. Und wenn man Kind ist, dann hat man den Status schon. Habt ihr Hinweise, dass Kindergräber sozusagen auch schon den Status aufweisen? Vor allem eben in der Spätphase. In den ersten 400 Jahren gibt es wenig Kindergräber und vor allem sehr wenig reiche Kindergräber. In den letzten 200 Jahren und vor allem in den letzten 100 Jahren hast du auf einmal Kindergräber mit Gold, mit Silber, Ornamenten, Schmuck. Du siehst, es gibt auf einmal reiche Kindergräber. Und das deutet auf diese Erbschaft, das haben wir ja schon vorgeschlagen, vor 20 Jahren, dass es eine vererbschaftliche Macht gibt. Bloß jetzt, dank den neuen Grabungen, sehen wir eben, das ist ein Phänomen der letzten 200 Jahre. Dort häufen sich diese sehr reichen Gräber, nicht nur Kinder, sondern eben auch Frauengräber. Wenn man jetzt sozusagen eine Verfestigung der Gruppen hat, wenn man eine Verfestigung der gesellschaftlichen Schichten hat, man könnte es auch Klassen nennen, könnte das der Grund für den Untergang sein, dass die El Agar-Gesellschaft immobiler wird, dass der soziale Aufstieg, dass die Mobilität innerhalb der sozialen Schichten schwierig ist, dass man sozusagen eine Herrscherschicht hat, die wie betoniert und fest ist und dass das dazu führt, dass man irgendwo vielleicht sogar aus inneren Spannungen untergeht, dass vielleicht werden die normalen Menschen unzufrieden, es gibt eine Rebellion. Wie kann man sich das vorstellen? Oder ist der Untergang von El Agar einem Reich, das so stabil ist, einer Organisation, die über Jahrhunderte beständig ist dieser Untergang sozusagen endogen oder exogen zu sehen? Wir haben keine Anzeichen auf eine exogene Einwanderung, großer Klimaabbruch. Thera steht natürlich immer im Hintergrund, aber dadurch, das haben wir ja auch zusammen gemacht, die Tagung über die klimatischen und sozialen Folgen des Thera-Ausbruchs um 1600, 50 Jahre danach geht El Agar zu Ende, 50 Jahre danach geht Aunjetitz zu Ende, 100 Jahre danach gehen die zweiten Palastzeit in Kreta zu Ende. Hat dieser Thera-Ausbruch einen klimatischen Einbruch bedeutet auf kontinentaler Ebene? Und die Antwort ist ja noch heute immer, ja, so ganz eindeutig ist es nicht. Aber er kommt vielleicht ja zusammen, wenn man jetzt an Johannes Grause denkt und seine Studien zur Pest. Es scheint ja so, dass wir erste Daten haben, dass möglicherweise in dieser Zeit nach dem Thera-Ausbruch auch ein Pestausbruch in Europa sein könnte. Vielleicht der erste massive Pestausbruch. Ja. Oder der zweite, besser gesagt. Ja, genau, das ist es eben jetzt. Wir wissen dank den genetischen Daten eben, dass es Pest seit dem 3. Jahrtausend gibt. Und jetzt haben wir noch einen Faktor, um die Geschichte zu erklären, an den wir nicht gedacht haben, nämlich eine Pest oder mehrere Pestwellen. Aber wir haben leider zu wenig Daten, um genau zu wissen, wo entsteht diese Pest, wann. Aber wahrscheinlich ist es ein Faktor, den wir benutzen müssen. Aber um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, genauso plötzlich wie El Agar entsteht, genauso plötzlich verschwindet es. Wenn du die C14-Daten anschaust,
um 1550 plus minus 20 Jahre besteht nicht eine einzige El Agar-Siedlung weiterhin. In Murcia haben wir nicht eine Siedlung, in der eine Spätbronzezeit, nach El Agar kommt in Spanien, reden wir von Spätbronzezeit. In der Provinz Murcia, die zu dieser Kernregion gehört, haben wir nicht eine Siedlung in der spätbronzezeitlichen Schichten über der zerstörten El Agar-Siedlungen. Almería sieht anders aus. Fuentealamo, Gatas, dort haben wir möglicherweise eine Kontinuität in der Besiedlung, nicht in der Sozialstruktur. In der Spätbronzezeiten gibt es keine Gräber mehr. Intramural, die Toten werden nicht in den Siedlungen mehr bestattet. Wir wissen nicht, wie sie bestattet wurden. Es gibt dadurch auch keine Fürstenbestattung, also keine Reichenbestattung. Auf einmal fängt die Keramik an, dekoriert zu werden. Über 650 Jahre hast du Keramik, die undekoriert ist. Auf einmal beginnt wieder die Keramik zu dekorieren. Du hast eine größere Vielfalt. Und vor allem diese Anhäufung an Mahlsteinen und diese Landwirtschaft, die auf Gerste sich spezialisiert hat, verschwindet. Auf einmal hast du Vielfalt in landwirtschaftlichen Produkten, zum Beispiel Weintraube, Oliven, verkohlte Weinkerne, Olivensteine. Das ist auch also was man nennt die mediterrane Polykultur. Das scheint eher eine Sache der Spätbronzezeit zu sein. Und das passt ja dann auch sehr gut in das mykenische Bild und nicht, wie Renfrew dachte, eine Sache des 3. Jahrtausends. Also diese mediterrane Polykultur, die ja sehr vielfältig und sehr gut funktioniert, ist möglicherweise auch in Griechenland mehr etwas der Spätbronzezeit als der Frühbronzezeit oder sogar der Kupferzeit. Woran liegt es, dass man jetzt einmal in der Frühbronzezeit diese optimale mediterrane Kultur nicht nutzt, sondern so auf Gerste setzt, sozusagen so ein bisschen monochrom wirtschaftlich handelt? Ist doch merkwürdig. Liegt das an Herrschaftsstrukturen oder wurden die Dinge einfach noch nicht so effizient gemacht? Wie schätzt du das ein? Das kann nur auf Herrschaft, das kann nur herrschaftlich bestimmt sein. Wir müssen bedenken, Südostspanien ist die trockenste Region der Iberischen Halbinsel. Heutzutage sind es weniger als 300 Millimeter im Jahr. Du siehst in dem Neolithikum, in der Kupferzeit, wenn du die Siedlungssituation siehst, wo siedeln die Menschen, wenn du die botanischen Register siehst, du siehst, es wird vielfältig, weil wir haben ja sehr hohe Berge. Wir haben ja in Südostspanien Sierra Nevada, nicht über 2000 Meter, also sehr, sehr hohe Sierra Filabres, Sierra de Cabrera, das sind über 1000 Meter. Du hast also diese Fälle von sehr, sehr hohen Bergen bis zum Tal, bis ans Meer. Du hast also praktisch bioklimatisch hast du sehr viel Vielfalt. Das war immer das Interessante. Und auf einmal entsteht in diesen 200 letzten El Agar-Jahren eine extensive Monokultur. Wir dachten immer Feldbewässerung. Noch heute haben wir keine Hinweise auf Feldbewässerung. Es scheint wirklich nur Trockenfeldbau gewesen zu sein, außer für Leinen. Leinen war ja wichtig wegen den Stoff der Textilindustrie. Außer Leinen und vielleicht ein paar Hülsenfrüchte wurde nur extensiv Gerste angebaut. Und das zentriert sich auf diese 200 Jahre der maximalen Expansion. Wenn du in die Siedlungen schaust, siehst du die Speicherbehälter, große Pithos-Gefäße mit 250, 300 Liter Kapazität und Hunderte von Mahlsteinen. Wir haben ja sowohl in La Bastida wie auch Fuentealamo, wir haben ja regelrechte Werkstätte, Mühlen gefunden, wo von 12 bis 17 Leute parallel an diesen Mühlsteinen gearbeitet haben. Und Gerste oder Weizen zu mahlen, ist das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen, ist eine unheimlich arbeitsintensive Aktivität. Also in Mesoamerika noch heute oder im südsaharianischen Afrika auf dem Lande sind die Frauen in den ländlichen Gebieten jeden Tag Stunden, um Hirse oder Mais zu mahlen. Ja? Es ist ein wahnsinnig arbeitsaufwendiger Prozess. Dass das auf einmal in Werkstätten stattfindet auf großem Stil, bedeutet ja, irgendjemand muss zuerst das ganze Getreide konzentriert haben. Es muss ja zentralisiert sein. Und du sagst, na gut, das könnte man sich in den Tälern vorstellen. Aber nein, das Getreide wird ja in diese Höhensiedlung, in die Gebirge geschafft.
Aber das ist dann ein Hinweis dafür, dass die Höhensiedlungen gar nicht unbedingt so zur Verteidigung sind, sondern dass die sozusagen eine zentrale Funktion der Kontrolle der eigenen Bevölkerung hat. Man hat vielleicht vor der eigenen Bevölkerung, vor Aufständen Angst, aber nicht vor Fremden. Nicht? Die Grenze hat man möglicherweise gesichert, aber man hat, also es klingt ja so, das ist jetzt mal eine Hypothese, eine Art Zwangsherrschaft, die Leute müssen abgeben. Freiwillig gibt man ja nicht ab. Nicht? Das muss man einsehen. Und wer malt dann das Getreide? Nicht? Malen das Sklaven, Abhängige oder malen die Menschen vielleicht sogar ihr Getreide selbst in diesen Höhensiedlungen? Und wie sind die gesellschaftlichen Umstände, die zu sowas führen? Ja, das ist die eigentliche Frage. Also es hat eine rezente ethnoarchäologische Studie gegeben von Natalia Alonso, die hat Malen weltweit verglichen. Und überall, wo Malen eine häusliche Aktivität ist, in Gesellschaften, die mehr oder weniger selbstwirtschaftlich funktionieren, ist das Malen leider an Frauen. Also 90% ihrer Beispiele zeigen, es ist eine Aktivität, die seit dem frühen Neolithikum an die Frauen gedrückt worden ist. Ja? Aber sobald du Malen in eben in einer größeren Dimension hast, zum Beispiel Ebla in Mesopotamien, in Ägypten, wir haben ja die Holzmodelle, nicht, wo wir hier sitzen im Museum, da stehen sogar oder im Bornhöck. Oder im Bornhöck, da können wir dann auch noch mal drauf kommen. Da wird es von Sklaven, von Frauen, versklavten Frauen, da müssen alle malen. Ja? Das Interessante an der Untersuchung der Mahlsteine ist ja, dass Mahlsteine im Gegensatz zu der Botanik, zu der Gerste, nicht verschwindet aus dem archäologischen Register. Das, was die gegessen haben, ist ja gegessen worden und damit verschwunden. Manchmal, wenn es verkohlt ist, finden wir ein paar Samen. Manchmal, wenn ein Behälter sich völlig in einem zerstörten Haus, dann hast du mal einen Behälter mit der Gerste. Aber die Mahlsteine, die Hunderte von Mahlsteine zeigen dir ja, wie viele Jahre, wie viel Zeit, wie viele Menschen gemalt haben. Warum wie viele Jahre? Woran sieht man das? Naja, wieder aus ethnoarchäologischen Studien wissen wir, dass Mahlsteine eine Lebenszeit haben von 50 Jahren, 40 Jahren, ohne weiteres. Also ihr wisst, wie viel pro Jahr abgenommen wird und könnt dann an der Abnahme, ab dem Abschaben sozusagen des Mahlsteins, könnt ihr sagen, wie alt der ungefähr ist. Einfach ethnoarchäologische Parallelen schätzen. Und experimentelle Archäologie wissen wir, dass so pro Jahr etwa 1 Zentimeter Abrieb ist. Ja? Und das ist ja so, glaube ich, weil der muss immer nachgeschärft werden. Genau, die Mahlsteine müssen regelmäßig, einmal in der Woche, wenn wir traditionelle Müller fragen, mit den rotativen, mit den drehenden Mahlsteinen, die sagen dir ja, jede Woche mussten wir die Mahlsteine aufrauen. Und das ist in Afrika und in Mittelamerika, siehst du, wie die Frauen, ist leider nicht dokumentiert, weil da es Frauenarbeit ist, hat sich da kaum jemand drum gekümmert. Das ist ja die Ironie, über Feste, über Hochzeiten wissen wir alles, aber über das Tägliche, über die alltäglichen Arbeiten, die leider vor allem von Frauen ausgeführt werden, haben wir so wenig ethnografische Studien. Das heißt also, die Ethnographen, die meistens Männer waren, haben sich sozusagen für Krieg interessiert, vor allem für Verwandtschaft, Metallurgie, aber eben wenig für Töpfern, für Malen und Ähnliches, was als weibliche Tätigkeit galt. Ja, Töpfern geht noch, weil wir in der Archäologie von Typologie leben und das interessiert uns natürlich. Aber wenn du von Nahrungsherrichtung sprichst oder auch Textilproduktion, Wäsche waschen, wie fand sowas statt? Nicht? Und eben in vielen diesen Aktivitäten brauchst du eben Steine. Nicht? Du brauchst eben Steine, auf denen du Wäsche waschst, auf denen du Kaffee, auf denen du Gewürze malst. Und das ist eben, was wir in Anfang des Jahrhunderts in Mali, in Ghana untersucht haben. Du bist ja einer der wenigen, der sozusagen tatsächlich nach Afrika in Indien war und einfach diese Dinge untersucht hast, die heute noch dort stattfinden. Ja, das war für mich eigentlich ein Durchbruch für mich, das zu sehen, weil auf einmal hast du gesehen, wo deine Modelle, die nur auch Experimentation oder nur auf einer technischen Logik ausbauen, wo die Grenzen sind. Wir haben in Deutschland
als ich Student war in den 80er Jahren, häufig auf den Grabungen die Anweisung bekommen, werft doch die Mahlsteine weg, damit kann man gar nichts machen, damit stellen wir uns nur das Lager voll und der Rotlehm lohnt auch nicht. Wir wissen heute, dass beides absolute super Schlüsselfunde sind, um Dinge zu verstehen, um die es eigentlich geht, nämlich das alltägliche Leben. Wir haben die Menschen gewohnt, wir haben die Menschen produziert, wie sind die sozialen Verhältnisse. Und vor allem können wir zum Beispiel mit Mahlsteinen, das ist eine der einzigen Dinge, wo wir zum Beispiel in der Bankkeramik Familien und Größen bzw. soziale Einheiten abschätzen können. Und du warst, und das habe ich immer bewundert, einer der Ersten, der sich mit Mahlsteinen überhaupt intensiv beschäftigt hat. Und du hast dieses fundamentale Werk geschrieben zu den Mahlsteinen von Fuente Alamo. Wie bist du eigentlich als junger Student draufgekommen, dass du mit Mahlsteinen beginnst? Ich meine, alle anderen machen sowas, weiß ich nicht, Männliches, die Kerle meistens Schwerter, Waffen, das hat irgendwie Tradition nicht, in Deutschland zumindest. Und das ist aber auch das Manko in der deutschen Archäologie häufig. Natürlich wurden bei uns auch Mahlsteine gemacht von Zimmermann und anderen, nicht? Aber dass jemand so eine große Monographie zu Mahlsteinen macht und die Mahlsteinforschung so forciert, das ist ungewöhnlich. Und ja, wie bist du auf die Idee gekommen und hast hier tatsächlich einen Meilenstein der Forschung geschaffen? Wie kam das? Mich hat am Anfang des Studiums immer Umwelt, Ökologie und Ökonomie interessiert. Also das war Anfang der 80er Jahre. Ja, die Grüne Partei war damals noch große Diskussion zwischen Fundamentalisten und Realisten und die Anti-Atomkraftbewegung, Anti-Pershing-Bewegung. Das war die Zeit, in der ich angefangen habe zu studieren. Und mich interessierte immer, ja, man sprach viel über Macht, über Fürstengräber, über besondere Funde, über Gold, über Metall. Aber meine Frage war immer, ja, wie kommt es zu so etwas? Und um das zu verstehen, ist Wirtschaft grundlegend. Und ich sah ein großes Defizit in der Wirtschaftsarchäologie. Aber dann war die nächste Frage, ja, wie mache ich denn jetzt die Wirtschaftsarchäologie? Und dann war ich natürlich auf Grabungen in Italien, in Spanien, in England. Und in der Bronzezeit, vor allem in der frühen Bronzezeit, Metalle findet man ja sehr, sehr selten. Ja, also entweder in Gräbern, aber in den Siedlungsschichten findet man keine Metalle. Man fragt sich wirklich, wo steckten die ganzen Metalle, die man in Depots oder in Gräbern findet. Keramik, das ist immer so zerscherbtes Zeug, ja, sind immer dieselben Töpfe, mal groß, mal klein, mal dekoriert. Sehr viel weiter kam man damals auch nicht. Heute natürlich mit Residuenanalyse wird es natürlich viel, viel spannender. Dann hast du die Knochenartefakte, aber das sind ja auch immer Nadeln, Spachteln und so. Und dann auf einmal siehst du die Steinwerkzeuge. Was wir auf Deutsch Gruppsteinwerkzeuge nennen. Also Steinwerkzeuge aus Sandstein, aus Diorit, aus Basalt, aus Schiefer, aus Glimmerschiefer, aus Gneis, aus Granit. Du hast eine enorme Vielfalt an Rohstoffen, die sich unterschiedlich verhalten, die unterschiedlich schlagen können, die eine unterschiedliche Härte haben oder eine unterschiedliche Rauheit. Also um Leder zu bearbeiten, kannst du mit manchen Steinen. Vor ein paar Jahren haben wir in der Arbeitsgruppe ein Steinwerkzeug gefunden, das zum Honig bearbeiten, also wie du Bienenwachs von Honig trennen kannst. Also jetzt bin ich aber wahnsinnig gespannt. Nicht? Wie macht man denn das überhaupt, dass man sagt, mit dem wird Leder bearbeitet oder Honig? Ich meine, der Honig ist weg, das Leder ist weg. Das findet man auch nicht als Residuen. Wie kommt ihr auf die Idee? Wie könnt ihr das belegen? 2 Methoden. Eine ist, was ich damals anfing, auch mit Jenny Adams in den Vereinigten Staaten, war eben Gebrauchsspurenanalysen auf Gruppsteinwerkzeugen. Das hat eine lange Tradition. Das kommt ja von Semenow, dem großen sowjetischen Archäologen. In den 50er Jahren hat ja Semenow diese Gebrauchsspurenanalyse vorgeschlagen.
Und es ist interessant, das ist ja eine rein archäologische Methode, die nur von der Archäologie erfunden worden ist, weil alles andere, unsere ganzen anderen Methoden oder fast alle, sind ja interdisziplinär. C14-Daten, Residuenlästig, chemische Analysen, das ist alles interdisziplinär. Aber die Gebrauchsspurenanalyse ist wirklich eine von der Archäologie entwickelte Methodik. Ja? Und wir haben das dann auf Kropfsteinwerkzeug und die Schleifspuren, die Schliffspuren, zeigen dir, was für ein Material, was für eine Materialgruppe wurde bearbeitet. Ist es weich gewesen, ist es hart gewesen, war es eher Getreide, war es eher Stoffe, war es eher Fleisch, aber du weißt nicht genau. Dann, ja seit 10 Jahren etwa, glaube ich, ja, so 10 Jahre, haben wir zum ersten Mal Residuenanalysen gemacht. Also du kratzt ein bisschen von dem Stein ab oder von der Keramik und diese Probe wird dann mit einer Gaschromatographie und dann auch einer Isotopie analysiert und da kannst du zum Beispiel sehr, sehr gut Wachse. Also nicht nur von Bienen, auch von pflanzliche Wachse, Spatograswachse und so, kannst du dort sehr, sehr gut identifizieren und sogar 4.000, 5.000 Jahre, nachdem sie in dem Gefäß oder auf dem Stein lagen. Und Honigwachs ist so unheimlich gut zu. Wir hätten das nie gedacht, dass diese länglichen Artefakte, diese länglichen Steine, wie schaffst du es, den Honig, das ist eine Technik, das ist Warm Pressing, nennt man, also warmes Drücken mit einem Objekt, das vorgehitzt wird. Du drückst auf den Wachs und der Honig fließt dann aus dem Topf. Und wir haben sowohl die Töpfe mit den Honigresten wie die Steine, mit denen gedrückt wurde in den Töpfen. Was bedeutet das, Archäologie? Auf einmal sehen wir, welche Siedlungen haben Honig verarbeitet. Es sind nicht alle in El Agar. Wir sehen auf einmal, welche Häuser hatten Zugang zu Honig und Wachs. Wachs ist wichtig für Beleuchtung, für Abdichtung, für Konservierung. Honig ist ein wahnsinnig wichtiger Nahrungsmittelzuschuss. Und das ist natürlich, und das sind eben diese 2 Methoden, Gebrauchsspuren und Residuenanalysen. Und wir sind noch ganz am Anfang, also ich bin sicher, dass es in den nächsten Jahrzehnten werden auch mit Proteomics, mit proteomischen Analysen, werden wir noch feiner bestimmen können, was wurde auf dem... Erklär doch mal, was proteomische Analysen sind. Wir machen die ja mit den Kollegen aus Leipzig, vom Max-Planck-Institut Leipzig und Jena. Und ich glaube, das ist was sehr, sehr Spannendes. Genau, über Gaschromatographie kriegen wir eigentlich fette Wachse raus, zum Beispiel Milch können wir unterscheiden, wir können Schweinefett von Wiederkäuerfette unterscheiden, aber wenn wir es schaffen, einen Proteinstrang aus einer Keramik, Zähnen, aus menschlichen Zähnen im Zahnstein, wenn wir es schaffen, Proteine herauszubekommen und die sequenzieren, wissen wir ganz genau, welches Tier, welche Pflanze das ist. Und da vor allem Tina Warriner aus dem Max-Planck-Institut in Leipzig, die hat ja hier wirklich sehr, sehr große Fortschritte geleistet. Und ich sehe hier eine große Möglichkeit, noch weiter zu verfeinern in der Wirtschaftsarche. Also im Grunde müssen wir diese ganzen Daten am Ende müssen wir wieder sozialökonomisch zusammenbringen und sagen, welche Gruppen in einer Gesellschaft haben mit welchen Mitteln welche Produkte hergestellt. Das ist die eine Frage, das ist die eine Sequenz und die nächste Frage ist, wer hat sie konsumiert? Und was wir eben, um auf El Agar zurückzukommen, sehen, ist, eine Elite in diesen Höhensiedlungen hat Getreide von großen Regionen zusammengebracht, konzentriert und dort verarbeitet von Menschen, die unter sehr schweren Bedingungen gearbeitet haben und wahrscheinlich gelebt haben. Wir sehen es ja in den Gräbern, manche Gräber, du siehst Nahrungsschwierigkeiten, du siehst Krankheiten. Und an wen ging das Mehl? An wen ging dieses Mehl? Für wen wurde dieses Mehl verarbeitet? Es ist natürlich möglich, dass auch breite Teile der Bevölkerung, gerade in Krisenjahren, wenn wir uns überlegen, eben, dass die klimatischen Schwankungen in Südostspanien, es regnet nicht nur wenig, sondern es regnet sehr unregelmäßig. Und es ist möglich, dass vielleicht in Jahren und deshalb auch diese Banken entstanden sind, als eine Bank. Wir heben euer Getreide auf für die Jahre, wo weniger Regen ist. Und in diesem System
gebt ihr uns, die bäuerliche Bevölkerung gibt das Getreide ab, wir verwalten das Getreide und in schwierigen Zeiten geben wir euch Mehl zurück. Aber das ist ja eigentlich eine der subtilsten und höchsten Formen von Gewalt, wenn du die von dir produzierten Nahrungsmittel abgibst in einen gemeinsamen Speicher und wenn du dann aber die Kontrolle über den Speicher nicht hast und wenn ein Herrscher oder eine Elite das in Notzeiten abgeben kann, wenn sie will, dann kann die Elite Menschen hungern lassen oder Menschen gut versorgen. Und generell ist die Elite wahrscheinlich mal besser versorgt und das ist, glaube ich, das, was wir auch in LAG in den Skeletten sehen. Zum Beispiel das den Aunitid sehen wir in den Skeletten, dass die Elite absolut super gut mit Fleisch und allem versorgt ist. Ist das in LAG auch so? Ja, das haben wir eben über Stickstoff- und Kohlenstoffisotopie herausgefunden, zusammen mit Corinna Knipper und Kurt Alt und unserer Arbeitsgruppe, dass in Labastida und vor allem eben auch Frauengräber, sehr reiche Frauengräber, mehr Fleisch aßen als der Rest der Bevölkerung. Das heißt, Reichtum ist der Zugang zum Fleisch. Ja. So wie wir heute ja sehen, dass die westlichen Gesellschaften reich sind, weil sie einen massenhaften Zugang zu Fleisch haben, was andere Gesellschaften nicht haben. Genau, genau. Und eben auch was spannend ist, wo du eben auch diese sozialen Unterschiede siehst, ist, das hätten wir nie gedacht, Düngung. Die Düngung der Felder ist in LAG, siehst du es, weil die Stickstoffwerte aus der Gerste sind fast eine trophische Stufe höher. Also es ist fast, als wäre die Gerste, wären Tiere. So hoch sind die Stickstoffwerte. Das bedeutet, dass die Tiere, die diese Gerste essen, auch höher sind. Und es bedeutet, dass die Menschen auch höher sind, obwohl sie genau dasselbe essen wie in einer anderen Siedlung. Aber in Labastida muss großflächig in der Ebene gedüngt worden sein. Und das zeigt eben auch wie Viehwirtschaft und Landwirtschaft ineinander integriert wird. Und das ist ja eine Rinderwirtschaft. Und das ist ein also du hast nicht mehr die Leute, die Ackerbau machen und die Leute, die Nomaden sind, sondern du hast eine integrierte Viehzucht und Landwirtschaft, die sich gegenseitig verstärkt, um eben die Getreideernten zu steigern. Nicole Niklisch konnte in ihrer wunderbaren Arbeit über die Aunjetitzer und über die Ernährung der Aunjetitzer und über die Skelette der Aunjetitzer, sie hat vor allem die Skelette untersucht, zeigen, dass die Skelette immer größer werden im Neolithikum. Also am Anfang hast du große mesolithische Menschen, Jäger und Sammler, von Top-Gesundheit, fantastische Zähne und diese Jäger und Sammler werden verdrängt, getötet, durch Seuchen dezimiert, unfreiwillig möglicherweise durch einwandernde Neolithiker aus dem Vorderen Orient in der Bandkeramik und die sind noch klein und die Menschen werden immer größer und in Aunitids sind sie dann schon deutlich größer, wahrscheinlich weil sie besser ernährt sind. Ein Phänomen, das wir im 20. Jahrhundert ja sehen, etwa auch bei unseren Eltern und uns selbst. Die meisten von uns sind größer als unsere Eltern, unsere Kinder werden besser ernährt, wieder etwas größer. Ist es etwas, was man in LAG auch beobachten kann, dass man mit diesen höheren Trophiestufen und dieser Düngung größere Bevölkerung hat als im Neolithikum? In einzelnen Fällen ist das aufgefallen. Zum Beispiel, es gibt ein Grab in Fuentealhama, das du gut kennst, mit diesem Goldarmring, Stabdolch, Dolch, sehr aufwendiges Grab auf der Höhe. Natürlich, diese Greichengräber sind immer in den obersten Teilen der Höhensiedlung angelegt. Und dieser Mann, der fällt auf, weil er sehr, sehr groß war. Also der war ein sehr, sehr, sehr großer, verglichen mit der Restbevölkerung. Systematisch haben wir das aber noch nicht getestet, eben auch, weil die Schwierigkeit ist, weil wir eben in LAG nicht nur Männer haben, die gut ernährt sind, sondern eben auch Frauen haben. Ja, also die Frau hat scheint in der frühen Bronzezeit der Südostspaniens eine sehr entscheidende Rolle gespielt zu haben, die wir
vielleicht so nicht in anderen europäischen bronzezeitlichen Gesellschaften sehen. Oder zumindest ist sie dort in den Gräbern sehr, sehr klar da. Es gibt natürlich auch in Österreich zum Beispiel und in anderen, es gibt immer mal wieder reiche Frauengräber. Aber so massiv wie in den letzten 150 Jahren von El Agha, das ist schon eine auffällige Sache. Das sind ja die Frauen, die diese Diademe haben. Und gibt es da auch Mädchen, die schon sozusagen reich ausgestattet sind? Also gibt es da sozusagen die Festlegung schon mit Geburt? Ja, es gibt Silberdiademe, die sowieso wie so einen tröpfchenförmigen Anhang haben und das Diadem konnte man nach unten tragen, also dann hattest du das tröpfenförmige über der Nase oder nach oben, wie eine Krone nach oben zeigend. Ciré, die Ingenieure Ciré im 19. Jahrhundert haben Gräber mit beiden Positionen, nach oben und nach unten gefunden. Und wahrscheinlich kommen diese ganzen Diademe aus nur einer Werkstatt, weil die sind so ähnlich, metrisch, morphometrisch sind die so ähnlich. Und wir haben ja vor ein paar Jahren in La Almoloya ein Grab gefunden in einem Palast und dort haben wir auch eine Frau mit dieser Diadem gefunden und das ist das erste Mal, dass wir sehen, wo sind diese Frauen möglicherweise bestattet worden. Nicht in irgendwelchen Häusern, sondern in etwas, was sehr nach einer Palastanlage aussieht. Und du hast auch Frauen einfach nur mit Silberbändern. Und es gibt in Fuentealhamo einen Fund von einem Mädchen, die hat nur ein Silberband. Also etwas, die ist noch nicht die Königin, aber sie hat schon etwas, was andeutet, sie würde das gewesen sein, wäre sie nicht gestorben. Ja. Du verwendest den Begriff Königin, das ist ja ein schwieriger Begriff. Ich habe in einem Buch, das ich geschrieben habe, zu Aunititz, vielleicht etwas provokant, aber populärwissenschaftlich den Begriff König verwendet. Nicht? Da gibt es einen riesigen Streit drum. Nicht? Kossak hat einen wunderbaren Aufsatz geschrieben, ich bin Kossak-Schüler, wo er begründet hat, warum wir nicht von Fürstengräbern sprechen sollten, sondern von Prunkgräbern. Er hat das sehr, sehr gut begründet. Als Schüler gehe ich jetzt zurück und spreche sogar von Königen. Nicht? Der Grund war ganz einfach, ich habe mich an dem großen Soziologen und Stefan Breuer orientiert, ich habe mich an Max Weber orientiert. Und wenn man die wirtschaftlichen Argumente nimmt und die soziologischen Argumente, dann hat man natürlich, wenn man die Max Weberschen Kategorien nimmt, etwas, wo man von absoluter Herrschaft sprechen kann, vielleicht sogar vom Königtum und wo man natürlich von Staat sprechen kann. Nicht? Und du sprichst ja in El Agha auch von Staat. Und ich tue das für Aunititz, du für El Agha. Was begründet ein Staat in El Agha aus deiner Sicht? Natürlich, man muss vielleicht eins erstmal sagen, wenn wir Wörter wie Sklave, König, Fürst benutzen, ist das natürlich alles in Anführungszeichen zu betrachten. Wir benutzen Worte, die aus unserem historischen, mittelalterlichen Hintergrund kommen, höchstens noch klassischem Hintergrund. Und weil wir irgendwelche Wörter müssen wir ja benutzen, um uns zu verständigen. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass das Könige in unserem Sinn sind. Das sind natürlich völlig andere politische Konstrukte gewesen. Und das ist ja das Spannende an Aunititz und an El Agha oder an der Bronzezeit. Dort sehen wir ja die Wurzeln unseres eigenen politischen Systems. Das sind ganz, ganz primitive Erscheinungen, wo zum ersten Mal diese sehr, sehr steilen, vererbbaren Hierarchien entstehen. Warum, denke ich, können wir den Begriff Staat benutzen? Und das kommt natürlich wie bei allen Themen immer darauf an, wie du definierst. Du hast Max Weber zum Beispiel oder Breuer genannt. Ich würde natürlich zu Staatstheorien natürlich auch noch Marx und Lenin hinzuführen, weil die haben sich damit auseinandergesetzt. Alle natürlich im 19. Jahrhundert oder Anfang des 20. Aber wenn du schaust, was ist das Wichtigste in einem Staat? Das eine ist ganz sicher ein Verwertungsprozess. Also eine Elite schafft es, aus einer Gruppe von Menschen, die wir Klasse nennen können, einen Mehrwert zu schöpfen aus Mehrarbeit. Und dieser Wert wird nicht einfach konsumiert. Es gibt viele Gesellschaften mit Eliten, die bekommen einen Mehrwert, da wird eine Feier gemacht, da wird verausgabt. In einem Staat wird dieser Mehrwert in andere Werte verwandelt. Also Handwerkertum, Priestertum,
Königstum, Militär, Beamtentum, öffentliche Bauwerke, ja, staatlich finanzierte, zentral finanzierte Bauwerke. Und all diese Sachen sehen wir in El Agha. Zum Beispiel Wasserspeicheranlagen in La Bastida. Es wird um 1900 ein enormes Speicherbecken in der Siedlung angelegt mit einem Damm, der ist 23 Meter lang. Der Berg wird ausgehöhlt, es muss eine enorme Erdverschiebung gegeben haben. Dann wird ein Damm gebaut und dort konnten sie um die 350.000 Liter Wasser speichern. Was genau das ist, was du für eine Bevölkerung von 1000 Einwohnern hast. Wir haben vorher über die Stadtmauer gesprochen, wahrscheinlich 6, 7 Meter hoch, massiv gebaut. Das sind keine tribalen Wirtschaftsweisen. Wenn du siehst, wie Los Millares, die Mauer von Los Millares gebaut, das ist so Patchwork. Da werden so Stücke gebaut, das hat ein Kollege in Madrid, Pedro Díaz del Río, sehr schön mal publiziert. Es ist so Patchwork-Mauer. Nee. La Bastida ist ein massiv konzipiertes Werk, weil in der Mauer ist ja auch ein Wasserreservoir eingebaut worden. Ja? Also man hat die Mauer auch verwendet, um Wasser zu benutzen. Das sind zentral gesteuerte Einrichtungen. Dann haben wir, wie ich sagte, in La Almoloya um 1700 wird dort eine Anlage gebaut mit einem zentralen Raum, der fast 100 Quadratmeter groß ist, wo keine Werkzeuge sind, keine Ernährungsreste, aber Bänke. Alle 4 Wände des Raumes ist von Bänken. Du konntest über 50 Leute konnten auf diesen Bänken sitzen, aber die Bänke sind in verschiedenen Höhen. Also du siehst, manche sitzen niedrig, manche sitzen hoch und wahrscheinlich konnte ein paar Menschen auf einem Podest sitzen, das noch höher ist. Und ausgerechnet vor diesem Podest, gegenüber, in Sichtweite des Podestes, ist dieses Fürstengrab mit einem Mann, der Goldohrringe hat und einer Frau, die 230 Gramm Silberornamente hat. Spiralen, Ohrringe, ein Dolch verziert mit Silbernieten, ein Pfriem wahrscheinlich, um ihre Rolle in der Textilverarbeitung zu zeigen, wo der Griff mit einer Silberfolie umhüllt ist. Also sie war so nobel, sie konnte nur Silber berühren und die Keramik, die man ihr beigibt, ist auch mit einer Silberfolie am Rand dekoriert, damit ihre Lippen nicht eine vulgäre Keramik berühren, sondern auch Silber. Ja? Also eine hochkomplexe Darstellung der Macht in diesem Raum, nicht irgendwo, nicht in einem Gebiet, sondern in diesem Raum. In El Agha war ja im Gegensatz zu Aunjetitz Silber sozusagen die Währung. In Aunjetitz konnte ich, glaube ich, nachweisen, dass die Grammzahlen pro Grab eine enorme Rolle spielen. Nicht? Ein einfacher Adliger mit einem Lockenring hat ein Hundertstel vielleicht der Goldmenge eines Fürsten. Die Goldmenge bei Fürsten geht bis zu über 2 Kilogramm. Der Armring des Leubinger Fürsten wiegt mehrere 100 Gramm, ist also sehr, sehr schwer. Die sind massiv, nicht? Das ist keine Show, aber das ist Gold. Da gibt es die Verbindung, das hast du gesagt, nach Fuente Alamo, aber das meiste in El Agha ist Silber. Und es ist dort auch so, dass es Standardisierungen gibt, dass man den Eindruck hat, man hat vielleicht sogar ein monetäres System oder man hat ein Wertsystem aufgrund verschiedener Gewichte. Ja, das ist eine Hypothese, die wir auch in einem unserer Bände Frühes Gold und Silber mal simuliert oder ausgedacht haben. Weil du siehst bestimmte Maßeinheiten, du siehst bestimmte Gewichte tauchen öfters vor. Und dieses Fürstengrab in La Almoloya, im Palast von La Almoloya, in diesem großen, in diesem Audienzsaal nennen wir es, ist auffällig. Sie hat Silberspiralen von 2 Gramm, 4 Gramm, 8 Gramm, 16 Gramm, 32 Gramm. Kann Zufall sein, aber der gemeinsame Nenner 2, 4, 8, die Nummer 8 kommt immer wieder in diesen Silbermaßen vor. Jetzt haben wir die Parallelität der Mauer von La Bastida, die in das östliche Mittelmeer hinweist. Wie du sagst, in Europa ist Gold
das Metall der Macht. In Südostspanien ist es Silber. Komischerweise hast du im Rest der Iberischen Halbinsel vielleicht 2 Dutzend Silberobjekte. Also es ist, und fast alle sind El Agar-Silber, die irgendwie durch Handel oder Tausch in den Rest gekommen sind. Also die Leute haben sich nicht viel aus Silber gemacht, außer El Agar. Und Silber ist im östlichen Mittelmeer das Zahlungsmittel par excellence. Wir haben ja Hammurabi, wir haben ja Texte aus Mesopotamien, wie alles in Silber gemessen wurde. Gerste, Arbeitsleistungen, Textilien. Also dass El Agar dieses Silber als eine Art Währung verwendet, ich kann mir das schwer anders vorstellen, weil viele Objekte haben auch gar keinen Sinn. Warum so? Du hast ja Spiralen, die 1 Gramm sind, die so winzig sind, die man überhaupt nicht sieht. Das ist kein Schmuck, das sind Zahleneinheiten. Ja? Und gerade in einem System, in diesem Verwertungssystem, was für mich ein großer Bestandteil des Staates ist, in diesem Verwertungssystem musst du ja irgendwie gerechnet haben. Du musst ja eine Rechnung. Die Inka machen das mit Knoten. Ja, würden wir archäologisch nie finden, hätten wir das nicht historisch überliefert. Wie die gerechnet haben, wissen wir nicht. Sie haben nicht aufgeschrieben. Sie haben zumindest nicht in Ton aufgeschrieben. Wenn sie anders notiert haben und mit anderen Elementen. Die englische Bank hat lange mit Stöckchen Schulden aufgezählt. Ja? Das waren einfach Stöckchen, wo drauf stand, wer was schuldete. Es ist eigentlich egal, aber du musst irgendein Zahlsystem und irgendein Rechensystem haben. Und ich glaube, dass diese Silberspiralen, die außerdem ist interessant, Silber ist nicht nur in reichen Gräbern. Du hast auch ärmere Gräber, wo vielleicht eine Minispirale Silber ist, während alle anderen Objekte nur klassengebunden sind, also die unterste Schicht hat praktisch gar nichts, hast du diese kleinen Silberspiralen oft mal auch in ärmeren Gräbern. Was für mich irgendwie ein Hinweis ist, ja, das ist eben das Überqueren des Hades, du brauchst eine Münze oder irgendwie, es ist ein Wert. Ja, es ist ein Wert, um in das Jenseits zu kommen, dann ist es auch ein Wert in der hiesigen Gesellschaft. Aber beweisen können wir das nicht, wir können nur rechnen. Wir haben bis in die frühe Neuzeit Kerbhölzer, um die Schulden sozusagen zu markieren. Du bist in der Wirtschaft, schuldest 10 Bier und der Wirt und du, ihr vergleicht eure Kerbhölzer und macht eine neue Kerbe. Das ist etwas, was wir äußerst selten finden. In Wittenberg haben wir mal so ein lutherzeitliches Kerbholz gefunden. Das ist eine große Ausnahme. Aber du hast den östlichen Mittelmeerraum erwähnt. Ich kann mich erinnern, ich habe vor 30 Jahren, als ich noch studierte, zu Sambuschal gelesen. Und das waren ja deutsche Grabungen, Sangmeister und dann unser Freund Kunst, Michael. Und die waren sehr, sehr erfolgreich. Grabungen, die eine große Befestigung des 3. Jahrtausends betreffen. Und da hat man schon immer spekuliert, ob das nicht koloniale, in Anführungsstrichen, Metallprospektoren der Leute aus dem Vorderen Orient sind, die da diese Mauern bauen und Ähnliches. Aber damit hatte man gar keine Chance. Jetzt habt ihr mit La Bastida, sagen wir mal, eine Mauer, die schreit Ost-Mittelmeerraum, nicht? Das ist also was ganz, ganz Monumentales. Wie ist es denn? Bringt euch denn die DNA-Forschung oder weiter, die Genetik? Vor 12 Jahren war die Genetik in den Kinderschuhen. Wir haben da gerade mitochondriale Untersuchungen gemacht. Jetzt sind wir dramatisch weiter. Und du bist sozusagen, das glaube ich, kann man so sagen, der das eigentlich professionell für Johannes Krause, für Wolfgang Haag und die anderen Kollegen aus Jena und Leipzig in Spanien organisiert hat. Man könnte sogar so sagen, als Archäologe hast du die Genetik nach Spanien gebracht und man hat dort, glaube ich, unglaubliche Erfolge erzielt und wir sind auch in der Methode sehr, sehr viel weitergekommen. Wir sind beide noch am Samstag mit Ringbauer, Haag, Schiffels und all den Kollegen aus Jena zusammengesessen und haben eigentlich über Strategie diskutiert. Eine sehr, sehr schöne Sache. Du hast als Archäologe, glaube ich, den größten Verdienst, das muss man neidlos anerkennen, das bewundere ich immer. Und da wollte ich einfach mal fragen, nicht, was hat sie entwickelt? Hat man jetzt eine unabhängige Methode, mit der man Dinge, die wir archäologisch vielleicht gesehen haben, Beziehungen in den Ostmittelmeerraum oder anderes belegen kann? Ja, das Interesse an Genetik ist ja sicher schon viel älter, auch in Spanien mit meinen Kollegen Cristina Rihuete, Vicente Luis und Rafael Mico, hat uns ja interessiert,
was sind die Verwandtschaftsbeziehungen zwischen den Gräbern in den Häusern. Wir hatten ja diese Hypothese aufgestellt, aufgrund der C14-Daten, dass diese Doppelbestattung, da die C14-Daten so variant waren, haben wir die Hypothese aufgestellt, das sind vielleicht Mutter, weil die Frauen oft die ersten Bestatteten sind, und das andere sind Söhne, Enkel, Urenkel, Kinder oder so etwas. Und deshalb das war eben dieser Ansatz, über Genetik eben die Verwandtschaftsstruktur zu sehen, weil Verwandtschaft ist ja ein Teil wieder der Politik. Aber für mich ist dann eben ganz wichtig gewesen, wir haben ja in der Archäologie uns sehr, sehr schwer getan und uns diskutiert bis ans geht nicht mehr. Seit 100 Jahren diskutieren wir über Migration, Mobilität, Fluktuationen der Bevölkerung, Sprachentstehung, ob das jetzt Gordon Childe ist oder Colin Renfrew gewesen ist, Jim Buttas. Also es war immer, wie können wir an der Archäologie sehen, das Thema Mobilität, Thema Migration. Haben wir immer nur in einem Land gelebt, in einer Region, in einem Ort, oder haben wir uns bewegt? Dann gab es jene, die gesagt haben, na, alles hat sich immer bewegt. Das war natürlich Diffusionismus. Das hat natürlich überhaupt, weil wenn alles immer passiert, dann ist es kein Erklärungsmodell, dann brauchst du es nicht, weil es hat immer passiert. Und dann gab es die anderen, Autochthonismus, vor allem eben nach dem Zweiten Weltkrieg war man eben vorsichtiger geworden, und die New Archaeology hat eben sehr stark gesagt, nein, es sind alles Prozesse und Prozesse entwickeln sich in einer Region. Und in dieser Debatte, die wir ja als Studenten sehr intensiv gelebt haben, in dieser, auch Sambujal waren ja große, gerade die Zeit der Debatten, nicht? Los Millares sind das Kolonien aus dem Osten, Metallprospektoren wurde ja gesagt und spekuliert, aber wir hatten nie. Und ich habe eben gesehen, wenn wir da weiterkommen müssen, müssen wir, und das habt ihr ja hier genauso gemacht und vielen anderen, dass wir müssen mit der Genetik sehen, diesen Faktor der Geschichte. Wir können Geschichte eigentlich gar nicht ohne Migration erzählen, weil der Mensch seit seiner Flucht oder Verlassen Afrikas einfach ein Bewegungstier ist. Diese Idee, dass wir wie die Neolithiker in LBK an einem Ort 20, 30 Jahre gelebt haben, ist völlig absurd für den Menschen. Der Mensch, wir sind Bewegungstiere, wir sollten uns viel mehr bewegen eigentlich, um gesünder zu leben. Ja? Und das ist irgendwie, ja, man sagt ja auch, über Sachen, die ich nicht sprechen kann, sollte ich lieber schweigen. Jetzt aber, 2015, nicht, Wolfgang Haag et al., das große Artikel 2015 zeigt, wir haben im 3. Jahrtausend eine enorm wichtig, genetisch ausschlaggebende Bewegung von Bevölkerung aus den Steppen in Osteuropa nach Zentraleuropa. Dann 2018 haben wir diese Bewegung auch noch gesehen, dass die bis in die britischen Inseln reicht. Und jetzt vor einem Jahr haben wir mit derselben Arbeitsgruppe Barcelona und Leipzig, Max-Planck-Institut, haben wir gezeigt, um 2200 zufällig, wo El Agar entsteht, ist diese Steppenkomponente, diese Bevölkerung, die 800 Jahre oder 600 Jahre früher die Steppen verließ, erscheint in Südostspanien und nimmt an der Ethnogenese, an der Formation von El Agar teil, aber nicht nur eben. Nicht nur die Steppenkomponente und die lokale. Um die El Agar-Bevölkerung mathematisch, genetisch modellieren zu können, brauchen wir eine mediterrane Komponente. El Agar ist also die Verbindung von 3 Gruppen. Eine lokale Bevölkerung, die wahrscheinlich aus Los Millares abstammt, eine Bevölkerung, die ein paar hundert Jahre über die Pyrenäen, vorher über die Pyrenäen kam, aus Mitteleuropa, und eine Komponente, die irgendwie wahrscheinlich mit Schiffen aus dem Mittelmeer gekommen sind. Dass Kontakte zwischen westlichem und östlichem Mittelmeer existiert haben, zeigt uns ja das Elfenbein. Wir haben ja in der Los Millares-Zeit Elfenbein aus Syrien. Das in Sambujal, das in Valencina, also bei Sevilla im Guadalquivir-Tal erscheint. Wir haben in El Agar Elfenbein aus Afrika. Und siehe da, eines der Bestattungen in einer sehr großen Siedlung, Lorca, unter der heutigen Stadt von Lorca, eins der El Agar-Gräber ist ein Mann,
dessen Urgroßeltern aus Nordafrika, vielleicht möglicherweise aus Ägypten kamen, wo wir direkt einen direkten Nachkömmling von dieser Anwanderungswelle. Und das ist eine Elitenbestattung. Mittelklasse. Das heißt also, jetzt sage ich es mal ganz populär, gar nicht unbedingt die Eliten, aber auch nicht die Armen, nicht unbedingt Sklaven, sondern ein ganz normaler Mensch kommt sozusagen aus Afrika nach Südspanien und Nordafrika vermischt sich über Generationen, lebt dort. Etwas, was wir in der Spätbronzezeit, wenn wir an das Schiff von Uluburun denken, zumindest aus Mischung im östlichen Mittelmeerraum für möglich gehalten haben. Das zeigt eigentlich, wir müssen die Wirtschaftsarchäologie ernst nehmen. Wenn wir Elfenbein dort haben, dann kommt es auch irgendwie hin und möglicherweise bewegen sich auch Menschen. Mich hat ehrlich gesagt immer sehr gewundert, dass wir das für die Bronzezeit überhaupt diskutieren. Denn wenn wir uns die Megalithic anschauen, dann ist doch die Megalithic entlang der Küsten um ganz Europa herum verbreitet. Nicht? Das ist doch kaum etwas, was ohne Menschen denkbar ist. Das eine Modell wäre ja, einer sagt es dem Nächsten, wie eine religiöse Bewegung oder Idee. Das andere ist aber auch, Menschen bewegen sich weit. Und ich glaube, dass uns die Isotopie, aber auch die Genetik weitergebracht hat, denn wir wissen ja auch, ich sage jetzt mal Amesbury Archer, dort bewegt sich jemand aus dem Alpenraum nach Südengland und hier bewegt sich jemand aus dem östlichen Mittelmeer bis nach Spanien. Jetzt kommen wir aber zu einem super spannenden Phänomen. Wenn wir uns Aunitz ansehen, dann haben wir in Aunitz Pittersbestattungen bei Kindern. Dann haben wir in Aunitz längliche Häuser mit absidialen Abschluss. Dann haben wir in Aunitz Stabdolche, relativ spät im Einsatz. Dann haben wir einen goldenen Handgelenksring als Fürsten- oder Königszeichen in Leubingen oder Helmsdorf. Und all diese Elemente finden wir im Einzelnen aber auch in El Agar. Nicht? Auch der Herrschaftsaufbau, wenn ich das jetzt mal Herrschaft nennen darf, einfach in Anlehnung an unsere Begriffe, wie du sagtest, auch der Aufbau scheint ähnlich zu sein, aber weitere Details sind ähnlich, nicht? Wir haben immer verzierte Keramik im Neolithikum, mit Aunitz brechen die Verzierungen ab und wir haben glatte, standardisierte Keramik und genauso ist es in El Agar. Da hat man doch das Gefühl, es gibt kommunizierende Röhren. Das ist doch etwas, was man sich kaum erklären kann, dass das unabhängig voneinander entsteht. Wir haben das genetisch noch nicht nachgewiesen, aber mir erscheint es, sagen wir mal, mehr Evidenzen zu geben, als dass wir hier an Zufälle glauben könnten. Was hat uns in den letzten 10, 20 Jahren die Archäologie gezeigt? Angefangen bei der Nebrascheibe. Jeder neue Fund, ich glaube, wir haben ja jetzt ein Alter, wo man so die Perspektive, was hast du alles erlebt, archäologische für Highlights, nicht? Und du siehst, dass jeder Fund, ob das jetzt Ötzi gewesen, der Eismann oder aus Similaun oder Nebrascheibe oder La Almoloya, La Bastida, jeder Fund hat uns gezeigt, dass unsere Erklärungsmodelle primitiv waren. Nicht die Gesellschaften, sondern das, was wir über die Gesellschaften gesagt haben, ist viel zu. Wir haben immer eine Vorstellung, dass wir die Zivilisierten sind und dass all diese Gesellschaften kognitiv, intellektuell, technisch unterlegen sind. Das ist diese Arroganz der Präsenz, nicht? Du lebst, du entscheidest, was Geschichte ist. Und ich glaube, das ist eine Lehre, die die Archäologie an alle Sozialwissenschaften vielleicht vermitteln kann. Jeder Fund ist verblüffend, weil sie sagt, Mensch, wir sind doch so ähnlich wie die. Im guten wie im schlechten Beispiel, nicht? Und das ist das Interessante. Ich bin mir relativ sicher, um zu erklären, die Kritik, die man oft ja an diesen Sozialmodellen macht, ist, ihr habt ja nicht die Beweise, ihr habt ja nicht die Tafel, wo das alles draufsteht, ihr habt ja nicht den endgültigen Beweis davon, weil ihr habt ja nur die Überreste. Ja, wir haben die Überreste sprechen nicht, aber wir müssen ja ein logisches Modell bauen, das die Funde erklärt. Dass diese Erklärung unzureichend ist, dass diese Erklärung mit der Zeit komplexer wird, das ist
eindeutig der Fall. Aber wir können keine primitiven Erklärungen geben. Wir müssen Erklärungen geben, in denen alle Elemente vorhanden sind, in denen die Wirtschaft erklärt wird, in denen wir die Umweltzerstörung erklären oder die Umweltveränderungen, in denen wir Tiere einbauen, in denen wir Migration einbauen, in denen wir Verwandtschaft, die Archäologie wird Seuchen einbauen. Es kommen ja immer mehr Themen. Auf einmal haben wir eine Archäologie, die wahnsinnig spannend ist, weil wir auf einmal nicht nur über Töpfe sprechen, sondern wir sprechen über alle Themen, die uns auch in unserer heutigen Gesellschaft befassen. Ich meine, soziale Unruhen. Genau, soziale Unruhen, soziale Ungleichheit, Armut, nachhaltige Wirtschaftsweisen, unnachhaltig Entstehung von Krieg. Alles das erleben wir leider auch in unserer heutigen Zeit nahe. Ich gehe sogar noch weiter. Nicht? Wir sind eigentlich als Archäologen die Einzigen, die gewisse Fragen überhaupt klären können. Wenn wir einen Historiker fragen, seit wann gibt es Krieg, dann sagt er dir immer, denn mit den ersten schriftlichen Quellen, Gilgamesch, taucht Krieg auf. Fragst du einen Archäologen uns nach unseren Studien zu Krieg, dann sagen wir, Krieg ist etwas, das an Herrschaft gebunden ist. Krieg ist etwas, das an Staaten gebunden ist. Krieg ist etwas, das intentional ist, nicht? Krieg ist ein Herrschaftsinstrument, etwas, das es 99% der Menschheitsgeschichte gar nicht gibt. Da gibt es zwar Aggression. Die Aggression macht sich der Staat zunutze. Also ich glaube, da hast du völlig recht. Die Archäologie ist eigentlich etwas, was grundsätzliche menschliche Fragen klären kann, die wichtig sind, weil man vergessen hat, dass der Mensch andere Lebensmöglichkeiten hat. Für mich war das immer so, nicht, wir fahren jetzt auf eine Autobahn, wumm, alle in eine Richtung, wir kennen Raststellen und da können wir noch eine Bundesstraße. Wenn Stau ist, fahren wir die Bundesstraße als Alternative. Und vielleicht gibt es noch eine Kreisstraße. Aber früher gab es vielleicht Tausende von Schlammwegen, Tausende von kleinen Straßen, vielleicht auch gar keine Autobahn, nicht unendlich viele Möglichkeiten des menschlichen Seins. Und in dem Moment, wo wir zum Beispiel alle einfachen indigenen Völker ausrotten, wenn die verschwinden all diese Lebensmöglichkeiten und irgendwann sehen wir nur noch unsere eigene Lebensmöglichkeit. Wir sehen irgendwann nur noch, wie wir selber sozusagen agieren können und bestätigen uns damit selber. Der Staat bestätigt sich selbst. Nicht? Und das halte ich für völlig fatal und ich halte es für deshalb so wichtig, genau das, was du sagst, dass wir diese unglaublich vielen Möglichkeiten entdecken und erforschen, die die Menschen hatten und in der Vergangenheit hatten. Und hier komme ich zu einer anderen Frage. Wir beide haben ja gemeinschaftlich, machen wir seit 10 oder 15 Jahren, oder eigentlich es gibt über 20 Kongresse. Und bei den Kongressen klären wir immer grundlegende Fragen. Und eine Sache hat mich sehr fasziniert, weil in diesem Kongress ich selbst Dinge erkannt habe, die ich nicht wusste, ganz viele, und auch gesehen habe, dass wir Archäologen eigentlich fundamentale Fehler machen, zumindest ich in meiner Forschung, die man kalibrieren kann. Und das war Überschuss ohne Staat. Für mich eigentlich einer der Kongresse, den wir machten, die am meisten Erkenntnisse brachten und jetzt genau auf das zurückkommen, was der Ausgangspunkt war. Gesellschaften haben offenbar es verstanden, was uns Amborn gelehrt hat durch seine ethnografischen Studien und großartiger Forscher Amborn. Gesellschaften haben es offenbar verstanden über Jahrtausende und zumindest in großen Teilen, sogar große Gesellschaften, diese so zu organisieren, dass es genau das nicht gibt, was LAG und Aunitz ist. Nicht? Dass es sozusagen, dass die Gesellschaft es schaffen, einen sozialen Ausgleich zu schaffen und relativ egalitäre Gesellschaften. Und das sollten wir nicht vergessen. Wir sollten nicht nur die Reichen betrachten, wir sollten auch die Schwächeren betrachten. Und ich glaube, euch ist es gelungen, wenn ich es richtig sehe, zum Beispiel in Mallorca, Menorca und in anderen Teilen Spaniens genau solche Gesellschaften zu sehen, die LAG gegenüberstehen. Genau. Ich glaube, wir sind ja alle groß geworden noch mit dieser evolutionären Anthropologie von Service und Freed, die ja auf Morgan zurückgeht im 19. Jahrhundert. Also man dachte eben so nicht, zuerst sind es Banden, dann sind es Tribes, dann sind es Chiefdom und dann ist der Staat. Und deshalb ist ja auch diese ganze Diskussion, ist das ein Staat oder ist das nur ein Häuptlingstum, Chiefdom, nicht? Ja, und hier und hin und her. Und da haben wir Jahrzehnte verschwendet. Anstatt den ganzen Rümpel einfach mal beiseite zu legen und sagen, komm, lass uns mal überlegen, könnte es nicht was anderes geben. Und da ist ja wieder interessant, wie die
praktische Archäologie, die archäologische Praxis durch Großgrabungen, Autobahn bauen, Gasleitung, eigentlich weltweit, in verschiedenen Kontinenten, auch in Afrika, auf einmal Fundplätze entdeckt hat, ja, wie zum Beispiel in Spanien, Valencina de la Concepción, das ist dieselbe Zeit wie Los Millares, also 3. Jahrtausend vor El Agar. Valencina de la Concepción hat Hausreste, ist eine Siedlung mit Grabenanlagen, mehreren, bis zu 11 Grabenanlagen, mindestens sind bisher identifiziert, über 450 Hektar. Wow. Ja? La Bastida ist eine große bronzezeitliche Siedlung in Europa. Das sind 6 Hektar, das sind 5 Hektar. Lorca 6 Hektar. Da sprechen wir von 450 Hektar. Wahrscheinlich war nicht alles gleichzeitig besiedelt. Wahrscheinlich waren manche Gegenden wahrscheinlich so vielleicht Gärtenanlagen und so. Aber das haben wir ja seit dem Neolithikum. Das sehen wir ja auch in der Tripolje, Cucuteni-Tripolje. Da haben wir auch 200 Hektar, 300 Hektar Siedlung, Haus an Haus stehend. Und das Interessante ist, die Nachweise in diesen großen Siedlungen des späten Neolithikums von Ungleichheit, von Arm und Reich, sind so etwas von schwach und schwer zu fassen und relativ. Dann hast du mal ein Grab in Valencina, dieses Frauengrab, wo mehrere Frauen zusammen mit sehr reich wunderschöne Ketten, Perlen, Kostüme niedergelegt worden. Man weiß nicht, wie sie starben in diesem einen Megalithgrab von Montelidio. Ein Mehrwert ist dort in diesen Gräbern eine handwerkliche Fähigkeit in diesen Gewändern und diesen Schmuckstücken. Das ist enorm, das schafft El Agar bei weitem nicht. Also Los Millares war technisch, was Schmuck betrifft, weit entwickelter als El Agar. Aber du siehst diese Reichtums, du siehst diesen Verwertungsprozess, du siehst dieses Ausschöpfen des Mehrwertes durch eine Elite nicht. Das ist das Entscheidende in El Agar, dass die ein politisches System zur Ausbeutung der eigenen Bevölkerung geschaffen haben. Das ist doch das Spannende auch in Aunitz jetzt nicht, dass man vorher Gesellschaften relativ des Ausgleichs hat, nicht überall, Glockenbecher ist auch etwas hierarchisch, aber dass man plötzlich superhierarchische Gesellschaften schafft. Und wie macht man denn das? Wie schafft man es, dass man den Leuten erklärt, ihr gebt jetzt alles ab in der zentralen Siedlung, ihr liefert das bei uns ab? Denn wenn die Leute nicht mitmachen, klappt das ja nicht. Wie funktioniert das? Ich habe eben gesagt, die wirtschaftliche ist ein Teil und der andere Teil ist Gewalt und Gehorsam. Hannah Arendt schreibt ja in ihrem Buch Gewalt und Macht, nicht? Du kannst keinen Staat nur mit Macht aufbauen und vor allem nicht mit Gewalt. Ein Staat besteht aus Untertanen, die genau das tun, was man von ihnen erwartet. In dem Moment, wo die Untertanen sagen, wir spielen nicht mehr mit, wir zahlen keine Steuern mehr, wir gehen nicht mehr zur Bank, das machen wir nicht mehr mit, ist der Staat weg. Das sieht man ja, wie es zum Beispiel Iran, dieses despotische Reich des Schahs, nicht? Des Schahs von Persien, den die westliche Welt in Iran eingesetzt hat. Ja? Wie ist der zugrunde gegangen? Ja, eines Tages hat die Polizei selbst entschieden, sie gehen nicht mehr auf die Demonstranten zu. Sie lassen einfach den Schah im Stich. Dann ist der ganze Schah-Staat, hat sich aufgelöst. Innerhalb einer halben Stunde. Kommt immer wieder vor. Ja? Ohne Gehorsam, nur mit Macht, nur mit schierer Gewalt kannst du einen Staat nicht Das bedeutet aber, Aunitz oder auch El Agar haben sozusagen eine ideologische Komponente. Bei Aunitz habe ich das wahrscheinlich gemacht mit der Himmelsscheibe, dass jemand auch eine Art religiöser Führer ist, dass jemand Fähigkeiten hat, vielleicht aus dem Vorderen Orient erhalten, die andere nicht haben. Das muss man eigentlich dann für El Agar ebenfalls voraussetzen, ja, dass es irgendeine Form der Ideologie gibt, die alle eint. Ja. Karl Marx sagte, das ist der zeremonielle Teil des Staates. Der Staat braucht, wie viele andere Sachen, aber Staat braucht eine besondere Machtzeremonie, um das darzustellen.
Lustigerweise hat das der Sozialismus dann auch gemacht. Naja, die hatten ja alles gelesen. Also wenn ich mal die Bilder anschaue, nicht Marx, Lenin, Stalin oder Ähnliches, dann hat man eine katholische Trias, nicht sozusagen genau, eine gewisse, oder eine kapitolinische Trias, nicht? Man hat dann plötzlich, im Grunde greift man auf die Symbole von Kirchen, von Staaten und Ähnlichem zurück. Nicht? Also es ist im Grunde immer der gleiche Mechanismus. Aber das Spannende ist doch, dass das, was wir jetzt hier beschreiben, das Moderne, in El-Agha oder in Aunitz, zumindest für Europa oder Zentraleuropa, erfunden wird. Nicht? Dass wir vorher Gesellschaften haben, die anders sind und plötzlich müssen die normalen Menschen die Macht akzeptieren. Nicht? Und das ist faszinierend. Ist El-Agha da das einzige Machtgebilde? Ist das sozusagen was Neues dann in Spanien? Bei Aunitz sehe ich, dass die Dauerhaftigkeit, zumindest war das meine Hypothese, die Dauerhaftigkeit durch Armeen geschaffen wird und durch reine Macht und auch Ideologie und man sozusagen in der Mitte Deutschlands sich 600 Jahre behaupten kann. Und ist es in El-Agha auch so, dass man durch die Ideologie, durch die Bewaffneten, durch die Organisation den anderen überlegen ist? Denn man dehnt sich ja auch gewaltig aus. Man erobert ja offenbar Territorium und offenbar gezielt. Ich glaube, ihr konntet zeigen, dass man rohstoffreiche Gebiete bevorzugt erobert. Ja. Ja, das ist es ja. Auf der einen Seite hast du dieses Gehorsame, diese Gehorsamkeit, die eben durch Zeremonie, durch Ideologie entsteht. Aber auf der anderen Seite ist ein Staat nicht ohne Militär, ohne eine physische Koaktion. Also du hast eine psychische Koaktion über eben Symbolik, Zeremonie und du hast eine physische Koaktion. Dass die nicht immer im Einsatz ist, das ist ja ganz klar, das brauchst du ja nicht. Aber sie ist vorhanden. Ja? Und ich glaube eben, was du eben auch hier durch die Depotfunde gezeigt hast, die Präsenz einer militärischen Einheit, einer militärischen Bevölkerungsgruppe. In El-Agha haben wir leider keine Depots. Es gibt in Südostspanien keine Depotfunde. Die haben das Metall zu wertvoll empfunden, um das zu vergraben. Aber wir haben eben diese Expansion. Und diese Expansion, wie ich sagte, geht von Murcia nach Alicante, zieht sich vor allem nach Nordwesten in Sierra Morena. Und was gibt es in Sierra Morena? Ein fantastisches Kupfer und ein fantastisches Silber, das noch von den Iberern in der Eisenzeit, von den Römern, von den Puniern, Gastulo. Gastulo ist die große punisch-römische Stadt, das Stadtzentrum der Minen in Sierra Morena, Los Linares, La Carolina. Noch in der Neuzeit wurde dort Metalle abgebaut, eben vor allem dieses arsenhaltige Kupfer. Und als Beiprodukt fällt dort oft mal gediegenes Silber an, in denselben Minen. Und diese zwei, das hat sie interessiert. Und da gibt es ein Tal, das forscht die Universität Granada, macht dort fantastische Forschung, Rambla del Rumbar. Das ist ein Tal, wo wir keine kupferzeitlichen Siedlungen haben, wir haben keine neolithischen Siedlungen und auf einmal ab 2000, so 1900, entstehen in diesem Tal nicht nur Siedlungen, nicht nur kleine Siedlungen, sondern richtige Bastionen, die scheinbar dieses Tal unter Kontrolle will. Die Kollegen haben jetzt die Minen gefunden. Sie haben C14-Daten aus der frühen Bronzezeit, die beweisen, dass die Minen schon in der Bronzezeit aktiv sind. Celina Delgado ist gerade dabei und untersucht die Minenhammer aus Stein. Hat auch niemand beachtet. Auf einmal haben wir die ganzen Steinwerkzeuge dieser Minen. Und das ist eben ein hochspannendes... Und als El-Agha verschwinden die ganzen Minen, verschwindet die ganzen Siedlungen, die Bastionen werden weil das Kernland zusammengebrochen ist. Dann hat auch dieser Satellitensiedlungen, dieses Gebiet keinen Sinn mehr. Das zeigt dir doch, dass es zusammenhängt. Wenn es kein zusammenhängendes politisches, wirtschaftliches Gebiet wäre, warum sind Siedlungen in Granada hören 1550 auf, genauso wie 400 Kilometer weiter östlich in Alicante? In demselben Jahrzehnt werden die ganzen Siedlungen aufgebaut. Zufall ist es sicher nicht. Genauso wie Aunitz 1550 aufhört. Ja. Das heißt, wir hören Aunitz und El-Agha, die so ähnlich sind,
hören praktisch nahezu gleichzeitig auf. Und diese dominanten Gebiete spielen plötzlich nicht mehr die gleiche politische Rolle und die Nachbarn steigen auf. Und das ist ja eigentlich etwas, was wir ein bisschen die Moderne betrachten. Nicht? Ein Staat steigt ab, der nächste Staat, der Nachbar steigt auf und meistens ist der Nachbar der Feind. Ja. Eine Sache, die eigentlich in El Agha und Augnitz für Europa erfunden wird. Ja. In Spanien sieht man das sehr gut. El Agha bricht zusammen und auf einmal entsteht Corotas in Zentrum- und Nordspanien. Die Spätbronzezeit mit ihrer Keramik, diese Corotas-Phänomen, ja, die völlig anders funktionieren wirtschaftlich. Und auf einmal die Metallurgie in dieser Spätbronzezeit boomt auf einmal. Scheinbar, weil niemand mehr diese Metallgebiete kontrolliert. Auf einmal hast du Depots, Gräber ist nicht das Thema. Also der Reichtum wird demokratisch. Ja. Das erleben wir mit Augnitz. Mit Augnitz ist das sehr schön. Zusammenbruch von Augnitz um 1550, vielleicht zwischen 16 und 1550. Ja. Absoluter Aufstieg der nordischen Bronzezeit. Ja. Vorher ist es ein Gebiet, das ausgebeutet wird und es praktisch hochgeht und plötzlich strömt das Kupfer in alle Regionen und das ist den Bernstein, der vorher von Augnitz verteilt wurde, plötzlich über ganz Europa verteilt. Nicht? Genau. Also im Grunde ist so eine Herrschaft auch immer Kontrolle, Zentralisierung, Gewalt und gar nicht unbedingt etwas, was wir heute sehen, dass ein Imperium sozusagen versucht, überall wirtschaftlich Gewinn zu ziehen, sondern letztlich Kontrolle zu haben, vielleicht die Nachbarn noch zu beherrschen, aber gar nicht so ganz international zu sein. Ja. Kooperation funktioniert eigentlich immer besser. Es ist bloß kompliziert. Kooperation ist besser und nicht kooperieren zeigt riesige Nachteile. Dennoch, und das ist ja das Erstaunliche, entscheiden sich die Menschen immer trotz der Erfahrung und trotz des Wissens aufgrund von Ideologie letztlich und Beeinflussung meistens nicht zu kooperieren. Und das ist immer das Dümmere. Nicht? Und das ist faszinierend, dass wir nichts lernen. Nicht? Also für uns ist es doch enttäuschend. Nicht? Im Grunde ist hätten wir doch nicht gedacht, dass Europa gefährdet ist. In unserem ganzen Leben wird Europa aufgebaut und plötzlich sehen wir eine Gefährdung des Gedankens, letztlich aus partikularer Ideologie. Nicht? Ja, Kommunikation und Kooperation, das ist entscheidend, dass wir Wissen, Austausch über Ressourcen, über Möglichkeiten haben und dass wir die Mittel, um dieses Wissen umzuwandeln, dass wir wissenschaftliche Kenntnisse, dass wir technische Kenntnisse, das sieht man ja auch mit medizinischem Wissen, dass das frei zugänglich auf der Webseite ist, aber dass wir auch eben die Grenzen abbauen und dass wir die Möglichkeiten haben, dass Menschen woanders leben können und damit auch ihre Ursprungsgebiete sich weiterentwickeln. Das sehen wir. Und das ist eben dieses Überschuss ohne Staat. Das sind eben diese tollen archäologischen Beispiele in Afrika, in USA, nicht Poverty Point, Jäger, Sammler, wo du riesige Feste hast, wo Hunderte, Tausende von Menschen zusammenkamen, wahrscheinlich einmal im Jahr und in einem Gebiet teilten, kooperierten, sich austauschten, Gedankengut austauschten über wo kann man was bekommen. Roberto, wir haben schon mehr als ein Dutzend Kongresse gemeinsam gemacht. Bei den Kongressen verdanken wir dir viel, weil du herausragend internationale Kontakte hast und du hast fast immer ganz engagiert mitgemacht und vor allem auch immer hart an den Bänden gearbeitet. Wir haben Kollegen zusammengebracht, die in Afrika forschen, die in China forschen, die in den USA forschen, die in Südamerika forschen. Ich glaube, wir haben wirklich die Welt der Archäologie abgebildet und wir haben uns eigentlich immer Themen gesucht, die uns als spannend erschienen und dir verdanken wir es vor allem, dass wir häufig Themen hatten, die dann erst 2, 3 Jahre später modern wurden und die man interessanterweise dann in Sonderforschungsbereichen, in DFG-Anträgen Jahre später sah, sodass die Kollegen auch an den Universitäten doch etwas davon hatten, dass man manchmal so ein bisschen der Zeit voraus ist, wenn man aus der banalen Bodendenkmalpflege kommt, weil wir in den Bodendenkmalpflegen sozusagen die Problematik haben. Ich wollte dir hier nochmal danken. Wie siehst du diese Mitteldeutschen Archäologentage? Wie siehst du unsere Kongresse und wie ordnest du eigentlich das ein, was wir da gemacht haben, das wir im Wesentlichen auch dir verdanken? Ja, danke. Ich kann nur danken, diese Möglichkeit gehabt zu haben, die Jahre mit euch mitzuarbeiten. Ich finde es eine fantastische Initiative und da sind wir wieder bei Kommunikation und Kooperation. Es kann ja nicht sein,
dass wir die Archäologie einer Zeit oder einer Thematik nur mit Archäologen machen, die Englisch, Französisch, Deutsch oder Spanisch sprechen. Und das finde ich das Tolle an eurer Philosophie, dass du von Anfang an und deine Kollegen und Mitarbeiterinnen gesagt haben, wir wollen aus allen Ländern, wir wollen nicht eine Vision der deutschen oder der mitteleuropäischen Archäologie über die Welt, sondern wir wollen eine Vision über bestimmte Themen, möglichst divers, möglichst vielfältig, möglichst international. Wir haben immer riskante Thematiken gemacht, so zum Beispiel wie rituelle Gewalt, was für mich eine Herausforderung war. Und auf einmal sind Sachen entstanden, die durch eben diese internationale Kooperation, ich glaube, sehr, sehr interessant, unorthodox und ja, wie die Engländer eben sagen, so New Perspective, ja, neue Perspektiven, neue Weltbilder in die Disziplin gebracht haben. Also es hat sehr viel Spaß, es ist sehr viel Arbeit gewesen für uns alle, aber es ist auch sehr, sehr spannend und hat uns, ich glaube, alle Denkanstöße gegeben, die sonst wahrscheinlich nicht möglich wären. Und ich hoffe, dass es auch für die nächsten Generationen immer noch diese Möglichkeit gibt, sich zu treffen. Und gerade nach einer Zeit der Pandemie haben wir gesehen, wie wichtig ist, dass wir uns physisch treffen. Hier in Halle ist ja wunderschön mit diesen Hintergründen und dass man Kollegen aus aller Welt einladen kann und kommunizieren kann. Und ich glaube, das danken uns auch alle Kollegen im Ausland, die sagen, Mensch, ihr habt nicht eure Archäologie gemacht, ihr habt wirklich Interesse, ein ehrliches Interesse an Austausch. Und ich glaube, das ist sehr gut geklappt. Ich glaube, dass man Landesarchäologie, das machen wir ja, nur dann machen kann, wenn man das Ganze weltweit einbettet. Denn wir sind alle in einer Welt, in einer Welt, die in der Archäologie auch eine Welt ohne Grenzen ist, ohne Zollstationen, in der Menschen, wir haben das vorher gesehen, sich weit austauschen, in der die Einflüsse gravierend sind und in dem wir, und das ist, glaube ich, etwas, was Archäologen häufig tun, wie Menschen überhaupt die Menschen unterschätzen. Du hast es vorher schon angesprochen, nicht? Ja, jahrzehntelang haben wir den Neandertaler als primitiv angesehen. Heute wissen wir, er ist ein Teil von uns. Wir haben uns mit ihm vermischt, nicht? Und er hat Eiszeiten überlebt. Das müssen wir als Zivilisation erstmal schaffen. Das heißt also, es ist immer eine Darstellungsfrage, nicht? Und unsere Aufgabe ist es, glaube ich, den Kulturen früher gegenüber mit Respekt zu begegnen, nicht? Ich habe Archäologie häufig als etwas empfunden, unbewusst, nicht? Was mit einem fast kolonialen Blick zurückschaut und die Vergangenheit, ohne das zu wollen, einfach unterschätzt. Weil die materielle Kultur uns die geistigen Elemente, die Dichtung, die Musik, die Philosophie natürlich nicht transportiert. Wir sehen nur Tonsteine, Scherben, nicht? Und ich glaube, die Neuentwicklung ist, dass wir jetzt durch diese vielfältigen Methoden plötzlich die Kapazitäten abschätzen können. Und wenn wir die Vergangenheit ernst nehmen, dann müssen wir sie auf Level einordnen. Nicht? Wir sind alle, hieß es mal, Zwerge auf den Schultern von Riesen und genauso müssen wir die Vorgeschichte sehen. Nicht? Und ich glaube, das hat uns auch, das hast du richtig gesagt, die Nebra-Scheibe, das hat uns andere Dinge gezeigt. Und das ist auch ein Ergebnis unserer Kongresse und darum bin ich ganz froh, dass wir die hier bisher gemacht haben. Ich würde jetzt auf einen anderen Fragenkomplex kommen. Seit einigen Jahren bist du jetzt dabei, nicht nur in Spanien zu forschen, sondern bei uns zu forschen, kooperativ. Und das ist für uns super wichtig, weil wir ganze Forschungsfelder aus den Augen verloren haben. Wir dachten immer, die deutsche Archäologie ist herausragend, nicht? Ist sie auch, aber in dem, was wir machen. Und was machen wir? Wir machen in Deutschland Analyse von Gräberfeldern, Analyse von Metallfunden, Analyse von Keramik, Analyse von Siedlungsgrundrissen und Hausgrundrissen und Strukturen. Was machen wir aber weniger? Weniger Wirtschaftsarchäologie. Es gibt ganze Dinge, die wir nicht machen, ganze Teilbereiche, wie zum Beispiel Silizes in bronzezeitlichen Zusammenhängen oder in eisenzeitlichen Zusammenhängen. Dabei finden wir wenig Bronze und Eisen, wir finden aber Tausende, Zehntausende von Silizes, die etwas über die Wirtschaft aussagen und die wir nicht untersuchen. Wir finden Tausende von Mahlsteinen, die wir nicht untersucht haben. Wir haben im Landesmuseum Tausende von Steinbeilen nicht wirklich untersucht
und Knochengeräte in riesigen Massen nicht untersucht. Da haben wir praktisch in Deutschland eine sehr überschaubare Tradition. Es gibt eine Tradition, aber überschaubar. Da gibt es in Frankreich, in Italien, aber auch in Spanien eine große Tradition. Bei den Mahlsteinen bist du völlig führend, aber auch beim Silex, da haben wir jetzt dank dir Sferrazza gewonnen, der das macht, aus Sizilien. Das Gleiche betrifft natürlich Siedlungsanalysen, das Gleiche betrifft, wie du sagtest, Proteomics, das Gleiche betrifft aber auch natürlich viele andere Bereiche, die ich jetzt gerade schon angesprochen habe. Und da kommen wir jetzt dank eurer Analysen weiter. Und wie ist jetzt hier deine Erfahrung, nicht, wenn du dich zum Beispiel mit Mahlsteinen im Landesmuseum beschäftigst und plötzlich Tausenden von Mahlsteinen gegenüberstehst oder Steingeräten, die du mit Frau Steinbeil, die du mit Frau Schiele machst? Ja, lass uns da mal mit diesem Steingeräteprojekt anfangen. Überwiegend Flachhacken, Steinbeile, da haben wir im Landesmuseum vielleicht 20.000 Stück. Und das machst du zusammen mit den Geologen, mit Frau Schiele. Was sind da die Ziele? Früher hat man immer gesagt, ja, die kommen alle aus Böhmen, hat mir mein Vorgänger gesagt. Das ist ganz einfach, das ist alles Amphibolit aus Böhmen und das weiß man ja schon. Ein Kollege der Uni hat mir gesagt, ach, da vergeben wir keine Arbeiten zu Steinbeilen, das ist ja schon alles bekannt, das lohnt nicht. Und jetzt beschäftigst du dich mit der Geologin Frau Schiele intensiv mit den Steingeräten und was ist die Motivation und was glaubt ihr da aussagen zu können, was macht ihr da? Was das Landesmuseum Halle bietet, ist eben Sammlungen, archäologische Sammlungen, die über 100 Jahre zusammengekommen sind. Vieles sehr gut gegraben, sehr ausführlich gegraben. Also es gibt wunderbare Grabungen hier, nicht nur rezente, sondern auch aus früherer Zeit, aus DDR-Zeit, wie diese LBK-Siedlung, die jetzt Erik Zamzow untersucht. Eisleben. Perfekte Grabungsberichte, perfekt, jedes Steinchen wurde aufgesammelt. Ja, das muss man einfach würdigen, weil das nicht das Gewöhnliche in vielen Teilen Europas gewesen ist. Und hier wurde sehr gründlich, in manchen Stellen sehr, sehr gründlich gearbeitet. Was ist, also die Masse an Material, die hier noch zu wissenschaftlichen Erkenntnissen führen kann, ist enorm. Konkret das Steinmaterial. Wie gesagt, das Gute an Steinen ist, dass sie im archäologischen Register nicht vergehen, wie botanische Reste, wie Knochen, wie vor allem Holz. Sie bleiben dort. Und diese Steinbeile sind ja aus einer Geologie, die sehr, sehr komplex sein muss, um Hölzer bearbeiten und Bäume fällen zu können. Und wir müssen verstehen, dass ab dem Neolithikum ohne Beile bist du eigentlich, deshalb heißt es ja Neolithikum, das die neuen Steine. Die neuen Steine sind Beile, Dechsel und Mahlsteine. Das ist das, was die neolithische Revolution ausmacht, technisch vor allem. Ja? Natürlich die Domestikation von Pflanzen und Tieren ist natürlich dabei, aber das, was wir archäologisch zu tausendfach im Register sehen, sind eben die Steinwerkzeuge. Das Interessante zum Beispiel jetzt ist, lange habe ich mich im westlichen Mittelmeer mit Steinbeilproduktion und versucht. Im Neolithikum siehst du, dass die Verbreitungskarten der Steinbeile nicht über 200 Kilometer gehen. Also du siehst, wie ein Verteilungsnetzwerk im Neolithikum zwischen 100 und 200 Kilometer von einem ursprünglichen Aufschluss, geologischen, kann gut, sagen wir mal, beliefert werden. Interessanterweise, Tim Darvill hat dieselbe Phänomene in England. Er sagt auch, ja, 100, 200 Kilometer. Das ist also die Fähigkeit im Neolithikum, Steine entfernte Gruppen mit lebensnotwendiger Technologie zu beliefern. Ja? Dann verwundert es auch nicht, dass zum Beispiel die Balearen werden im ganzen Neolithikum nicht besiedelt. Warum? Weil Menorca, vor allem Mallorca, liegt 200 Kilometer entfernt von der nächsten Küste. Sie waren nicht fähig und Mallorca und Menorca hat keine Geologie, um Steinbeile zu machen. Wann wird Mallorca und Menorca besiedelt? In der Glockenbecherzeit. Warum? Weil es gibt Kupfer auf Mallorca und Menorca. Sie konnten die Beile lokal herstellen. Ja? Also und das sind eben Fragestellungen, ist das in Zentraleuropa anders gewesen? Erste Resultat, LBK.
du hast in LBK ganz, ganz frühes Neolithikum. Linearbandkeramik. Linearbandkeramik hast du ganz, ganz früh, im 6., also die ersten Menschen, die Ackerbau und Viehzucht hier systematisch einführten, aus dem Balkan kommend, die haben aus Böhmen, und das ist ja das Tolle an den tschechischen Kollegen wie Petr Sida, die haben in Böhmen die Steinbrüche der LBK Gemeinschaften gefunden. Und dieses LGBK-Amphibolit ist bis an den Rhein transportiert worden. Also Dimensionen über 600 Kilometer. Also viel weiter hast du ein Netzwerk in der Linearbankenkeramik, das viel weiter ist als im Mittelmeerraum. Also sozial eine Erklärung gibt, warum ist LBK so ähnlich? Warum ist es möglich, dass LBK vom Pariser Becken bis nach Polen oder noch weiter so ähnlich ist? Die müssen ein Kommunikationsnetzwerk gehabt haben, das weit vor ihrer Zeit ist und das es im Mittelneolithikum nicht mehr gibt. Ja? Und hier die Beile in Sachsen-Anhalt zeigen eben, dass es im Mittelneolithikum ganz andere Steinarten auf einmal benutzt wurden. Diorit aus dem Harz, Amphibolit wahrscheinlich aus dem Thüringer Schiefergebirge. Es werden auf einmal andere Gesteine benutzt, die im Frühneolithikum gar keine solche Rolle gespielt haben. Und das ist dieses Spannende, wie du eben aus der wirtschaftlich die soziale auf einmal ganz andere, auch die Genetik hat nur Sinn, wenn wir die Beziehung zwischen Menschen, die aus der Genetik entscheiden. Wir müssen ja schauen, wie sieht das im archäologischen Register aus. Wenn ich die richtig verstehe, ergeben sich ganz neue Netzwerke. Die Bandkeramiker, wenn man die Dänen sieht, aus dem Balkan kommen aus, über Ungarn. Und die besiedeln in kurzer Zeit, in 200 Jahren, letztlich von Ungarn bis ins Pariser Becken. Und die müssen ja miteinander verwandt sein. Das müssen ja Familien sein, die kennen sich, die sprechen wahrscheinlich eine Sprache. Und das Ganze zerfällt aber in einigen 100 Jahren und es gibt partikulare Gruppe, Bevölkerungswachstum, schlechtere Böden. Und dann wird man lokal und das sieht man auch in den Steinbeinen. Meine Frage ist jetzt, wie macht ihr das denn einfach nicht? Ihr habt so Steinbeile, du hast die Geologin Frau Schiele, man bestimmt die Steine, was ja gar nicht so einfach ist. Da macht man Dünnschliffe. Wie macht man das? Und wie schaut man dann, wie nähert man sich dem Ort an, wo es herkommt? Nicht über Halbfabrikate und Ähnliches. Wie geht das eigentlich technisch? Wie geht ihr als Forschung vor? Ich glaube, die meisten wissen gar nicht, wie man sozusagen Steinbeil-Ursprünge, Steinbrüche sucht. Naja, das Problem ist eben, dass du zu einem klassischen Geologen, wenn du sagst, wo ist dieser Stein her, dass das eine Frage ist für einen Geologen, die völlig idiotisch ist oder unlogisch, weil er weiß ja, wo seine Proben. Er geht ins Feld, nimmt Proben und analysiert die Gesteine, um die Erdgeschichte kennenzulernen. Wir hingegen haben Steine, die wir nicht wissen, wo sie herkommen und wir wollen über die Geologie, dass der Geologe uns sagt, wo die herkommen. Das ist natürlich eine völlige Falschfragestellung. Was schauen wir uns hier an? Wir suchen Halbfabrikate. Was wir in den Sammlungen im Moment machen, ist, wir suchen Halbfabrikate, weil wir wissen, Halbfabrikate, vor allem wenn sie gehäufte, also Beile, die noch nicht fertig sind. Beile, zum Beispiel gibt es hier im Museum Platten, große Platten aus Amphibolit, die gesägt wurden. Eine fantastische Säge, wahrscheinlich mit Pendelsäge. Unglaubliche Spuren. Sand praktisch. Ja, ja, wahrscheinlich in Holz, was irgendwie 2 Meter oder noch größer lang ist und mit Sand und Wasser und dann immer hin und her geschwungen wird und das sägt diese Platten durch. Die haben nicht so viel mit Abschlagtechnologie wie in anderen Teilen Europa, sondern die haben Platten zersägt. Das ist natürlich sehr arbeitsintensiv, aber wahnsinnig effektiv, weil du hast schon gleich die Form und musst die nur noch überpolieren. Und davon gibt es Halbfabrikate. Es gibt hier im ganzen, sagen wir mal, im ganzen Saale-Unstrut-Gebiet sehr, sehr viele Halbfabrikate. Also Dutzende oder Hunderte? Wir gehen jetzt in die 100, ja, in die 100. Wir sind jetzt nahe 100, ja, sogar Hunderte. Wenn wir noch die Thüringer dazu nehmen, dann sind wir in die 100. Also muss es hier, neben den böhmischen Amphiboliten, muss es hier ab irgendeinem Moment im Neolithikum einen eigenen Steinbruch gegeben. Wenn wir den Steinbruch finden, dann wissen wir, wo haben diese Menschen das Stein geholt. Dann ist die Frage, durften alle den Steinbruch benutzen? Gibt es nur eine bestimmte Gruppe, die den Steinbruch? Welche Siedlungen liegen im Steinbruch? Und natürlich beweisen tun wir das dann
mit den petrographischen Analysen. Also wir machen aus den Halbfabrikaten, machen wir Dünnschliffe und geochemische Analysen und vergleichen die mit den böhmischen Bergwerken, wo es auch Amphibolit gibt, Steinbrüche, mit den böhmischen neolithischen Steinbrüchen. Und was wir gesehen haben jetzt, ist, dass die Dünnschliffe und die Geochemie überhaupt nicht passt. Das heißt, kein böhmischer Mittelneolithikum. Gibt es noch? Es gibt welche, aber das Hauptprodukt ist lokal. Eine lokale Produktion. Und zwar über Jahrtausende anscheinend. Ja. Das heißt, das müssten riesige Steinbrüche sein. Riesig. Und wir sehen, dieses Material wird noch in der frühen Bronzezeit in Aunjetitzer Siedlung Aber ist es nicht schwer, das zu finden, weil man sozusagen, das wird immer überprägt durch moderne Steinbrüche. Dort, wo ein toller Stein ist, geht ja immer ein moderner Steinbruch hin. Wie schwierig das ist, zeigt ja unser Kollege Pierre Pétrequin. Pierre Pétrequin hat sich genau diese Fragestellung der Steinbeile der Pfahlbausiedlung gestellt und hat gesagt, wo kommt dieser Stein her? So lange ist er in den Alpen geirrt und hat nichts gefunden, dass er nach Neuguinea, Pierre Pétrequin ist nach Neuguinea gegangen und hat durch die Bevölkerung des Hochlandes von Neuguinea, hat er gelernt, wie man den geeigneten Stein findet, indem man die Flussläufe hochläuft. Das heißt, er schaut im Fluss unten, ob ein kleines Jadidstück ist, und wenn es da ist, dann muss dann oben... geht er hoch, genau. Oder ähnliche Steine, ja, also die mit Jadeit vorbeikommen. Und das Interessante ist eben, er hat 20 Jahre gebraucht, um den Steinbruch zu finden und hat ihn dann in Montviso auf 3000 Meter Höhe gefunden. Ein Wahnsinnsgebiet. In den Westalpen. In den Westalpen, in den maritimen Alpen zwischen Italien und Frankreich. 20 Jahre. Ich habe versucht, über 20 Jahre habe ich gebraucht, um die Steinbrüche der El Agar Mahlsteine zu finden. Hast du sie gefunden? Ja, die habe ich gefunden. Wo sind die? Neben Almoloya, neben Almoloya. Riesensteinbruch, der noch in iberischer Zeit, da hast du die Überquerung, das stimmt, noch in iberischer und römischer Zeit wurden dort runde Mahlsteine, Mühlsteine dann hergestellt und deshalb so schwer zu erkennen. Ich weiß nicht, ob wir es noch, Simone Schiele und ich, sehen werden, aber das sind eben Grundlagenforschungen. Also ihr habt bislang den Steinbruch noch nicht gefunden, habt ihn aber sozusagen eingegrenzt. Ja. Und es wird wahnsinnig spannend, ob ihr den in den nächsten 1-2 Jahren findet. Auch wenn ihr ihn nicht findet, habt ihr immerhin sozusagen die Halbfabrikate kartiert, herausbekommen, wo die Dinge sein müssen. Genau. Und das ist wahnsinnig spannend. Ich würde jetzt auf ein weiteres Forschungsgebiet kommen. Wir haben gemeinsam einen Kongress gemacht mit den Kollegen aus Sachsen und Thüringen zu den Hausgrundrissen von Aunjetitz. Und ich denke, mit den Hausgrundrissen sind wir ziemlich weit gekommen. Vor 20 Jahren kannte man noch kaum einen. Er kannte keinen einzigen Glockenbecher-Hausgrundriss bei uns oder schon gar nicht Schnurkeramik. Und plötzlich haben wir eine ganze Menge. Was hat dich als mediterraner Archäologe eigentlich an diesen Hausgrundrissen interessiert? Denn wir haben ja ganz andere Häuser als ihr. Ihr habt Steinmauern. Bei euch sieht man das Aufgehende, nicht? Ihr habt die Gräber im Haus. Ihr habt sozusagen Mobiliar im Haus, wenn man so möchte, nicht? Ihr findet das obere Stockwerk. Das ist ja bei uns in der Regel alles nicht da. Was sind die Unterschiede zur mediterranen Hausarchäologie in der Siedlungsarchäologie Mitteleuropas? Naja, der Vorteil, den es hier hat, ist, dass durch diese Großgrabungen im Flachland die ganze Hausgrundrisse entdeckt worden hier. Aber es gibt keine Tellsiedlung. Im Mittelmeer haben wir eben Schichten über Schichten und diese Höhensiedlung, das erhält sich. Das Problem ist, ein ganzes Haus, was wir jetzt sehen in El Agar, manche dieser Gebäude haben 300 Quadratmeter mit verschiedenen Zimmern, Werkeinrichtungen. Du bist ja, eigentlich brauchst du Jahre, um so ein Gebäude auszugraben, weil es ja stratigraphisch ist, es sind ja Straten über Straten, so ein Gebäude kann 200 Jahre, 300 Jahre stehen, wird immer wieder umgebaut. Das ist nicht einfach zu graben. Hingegen hier durch die Flächengrabung, die ihr macht und weil die Siedlungen nicht in der Höhe sind, sondern im Flachland, das ist der entscheidende Unterschied zwischen El Agar und Aunjetitz, habt ihr diese Grundrisse. Und diese Grundrisse zeigen ja uns auch wieder Unterschiede. Große Häuser, kleine Häuser, Siedlungen mit Nebenbauten,
Es ist ja auch wunderschön jetzt zu sehen in diesen fast 200 Häusern, die jetzt bekannt sind, wie in der Zirkumharzer Gruppe ein Haustyp existiert, das wir dieses Kleinpaschleben nennen, genau, in der Aunjet, in der Frühbronzezeit. Das sind etwas schmälere Häuser. Hingegen an der Elbe entlang, das Typ Pömmelte, die sind etwas breiter gebaut. Ja? Und das ist sehr interessant, wie wir also über die Hausgrundrisse in Aunjetitz, die Möglichkeit haben wir in LA gar nicht, weil wir einfach nicht die Masse an Grundrissen haben, dass wir sehr schön wie zwei architektonische Habita, ja, also Praktiken, wie in der Elbe hat man ein bisschen anders gebaut als im Zirkumharzer Gebiet. Und genau bei Dieskau, wo ihr ja, Thorsten Schunke und du, den Bornhöck ausgegraben habt, genau dort, Dieskau, Zwenkgau, überschneiden sich diese zwei Gebiete, diese zwei vielleicht auch politische Territorien oder Einflussgebiete. Und ich glaube, das ist wieder eine neue, dass wir über Häuser sehen, wie haben diese Menschen auch politisch, wirtschaftlich gelebt. Und natürlich, was wir jetzt hier versuchen, ist über den Müllabfall, den diese Häuser produziert haben und in Gruben, in Siedlungsgruben geschmissen haben, aus diesem Material die Wirtschaft der Häuser, weil die Hausschichten sind ja, wir haben ja nur die Grundrisse, die Laufhorizonte sind meistens nicht erhalten. Durch den Abfall der Siedlungsgruben aber können wir die Wirtschaft rekonstruieren. Und eine Sache zum Beispiel, die man vielleicht erwähnen kann, die spannend ist, wir sehen, dass diese normalen, aus neolithischer Tradition abstammenden Mahlsteine, die finden sich in der Nähe der Häuser. Hingegen gibt es eine neue Technologie, die kommt im Heiligtum von Pömmelte zum ersten Mal vor. Das Heiligtum von Pömmelte ist ja wahrscheinlich eine Anlage, wo sich wieder sehr viele Menschen getroffen haben, ausgetauscht haben. Dort hat es zum ersten Mal Mahlsteine, die über einen halben Meter lang sind, die mit Läufern von 13 Kilo schweren Läufern benutzt worden sind, wo also Mehl für große Gruppen, nicht für eine Hausgemeinschaft gemahlt wird. Und vielleicht auch durch Männer, weil das so schwer ist, dass Frauen, wie du in Afrika gesehen hast, das gar nicht bewegen. Gar nicht. In Afrika wiegt ein schwerer Läufer höchstens 8 Kilo. Und das sind schon Frauen, die enorm stark sind. Hier wiegen die Läufer 12, 13 Kilo. Und das ist eine neue Technologie der Bronzezeit. Und diese Mahlsteine erscheinen nicht in den Langhäusern, sondern weit außerhalb. Also gibt es vielleicht dort irgendwelche Nebenbauten, wo wir wieder diese, in Anführungszeichen, Sklaven vielleicht platzieren können und sagen, dort wurde anders gegraben. Ich erinnere mich, unser Kollege Bunnefeld hat eine Quelle gefunden, eine hethitische Quelle, wo beschrieben ist, dass die Mahlsteinsklaven ja geblendet werden und dass geblendete Mahlsteinsklaven fliehen und man sie wieder einfangt, nicht? Und die verurteilt, geblendet in unglaublicher Grausamkeit. Sowas können wir uns eben gar nicht ausdenken in unserer Zivilisation, weil man dann sozusagen nicht fliehen kann und einfach nur malt. Und du hast erzählt, dass früher das Verurteilen zu den Mühlen schlimmer war als zu den Galeeren, also für Galeerensklaven. Und das würde ja wieder zum Herrschaftssystem Aunjetitz und zu einer gewissen Brutalität dieses hierarchischen Staatsaufbaus dienen. Und solche, da hast du ja einen tollen Artikel, oder haben wir gemeinsam geschrieben, über den Bornhöck. Solche großen Mahlsteine wurden ja am Bornhöck gefunden. Wieder so ein faszinierender Fund. Der Bornhöck ist ein riesiger Hügel, der abgetragen wurde in Teilen, der größte Grabhügel Mitteleuropas, der für einen wahrscheinlich zentralen Herrscher errichtet wurde, in dem sich vermutlich ein riesiger Goldschatz fand, der Goldschatz von Dieskau, den wir wahrscheinlich dort verorten können. Und in diesem monumentalen Hügel mit 60, 70 Meter Durchmessern, man muss sich mal vorstellen, das ganze Gebäude hier könnte man darunter bedecken. In diesem Hügel fanden sich unten in der erhaltenen Basis viele Mahlsteine. Das waren so Riesenmahlsteine. Was sagen dir diese Mahlsteine? Auf was deutet das hin? Ja, wie gesagt, dieser leider zerstörte Hügel, schon im 19. Jahrhundert oder schon im Mittelalter, geplündert wahrscheinlich,
ist ja diese große, sehr, sehr große Grabkammer wie Leubingen-Helmsdorf, nur noch größer. Und diese Grabkammer ist von einem Steinmantel umhüllt worden. Und nur die unterste Schicht, die gefunden worden, da liegen Dutzende von Mahlsteine. Und Hochrechnungen zeigen eher, dass wahrscheinlich in dem ganzen Steinummantelung um die 400 Mahlsteine lagen, 450. Wenn man jetzt hochrechnet, dass ein so ein Mahlstein, sagen wir mal, pro Tag ohne Sklavenarbeit, also von etwa für 4, 5 Leute Mehl herstellen könnte, ja, also sagen wir mal, wir haben 400 Mahlsteine und wir können 4, 5, dann haben wir das täglich mit den Mahlsteinen, die im Bornhöck versenkt wurden, verbaut wurden, können wir ohne weiteres 2000, 3000 Personen ernährt haben. Wenn wir davon ausgehen, dass außerdem die Läufer viel, viel schwerer sind, dadurch, dass sehr viel und damit sehr viel mehr Mehl hergestellt wird, können es auch 4000 gewesen sein. Und das ist eben das Tolle, was sehr gut parallel, es war ja eine parallele Forschung, du warst an den Depots, du hast die Mathematik der Depots gemacht und hast gesehen, dort gibt es eine Regel. Die Depots haben scheinbar eine Zahlenregel, die vielleicht auf militärische Einheiten hinweisen könnte. Und parallel dazu sehen wir im Bornhöck eben keine häuslichen Mahlsteine, die langen neolithischen, sondern diese riesigen wie in Pömmelte. Und mit diesen schweren Läufern. Und wer können diese 2000, 3000 Personen gewesen sein? Priester können das nicht gewesen sein. Dafür brauchst du nicht so viele. Handwerker, 2000 Handwerker, schwer vorzustellen, dass die Aunjetitzer Könige 2000 Handwerker hatten. Aber 2000 Militärkräfte passt perfekt in was du zu den Metalldepots herausgefunden hast. Also denke ich, dass sich diese zwei Ergebnisse, wir haben nicht die Wahrheit, wir haben keine absoluten Evidenzen, aber die zwei zeigen doch in eine Richtung. Gut. Ja, zumal wir dann herausgefunden haben, dass es die Farbsymbole gibt und vieles andere. Also ich halte diese Forschungen zu den Mahlsteinen von Bornhöck für ganz wegweisend. Das Faszinierende am Bornhöck ist doch, dass man die Mahlsteine, die ja unheimlich wertvoll sind, mitgibt. Also wenn ich dich richtig verstanden habe, hat doch so ein Mahlstein einen großen Wert, denn der wird ja nicht einfach gefunden. Das ist jetzt nichts Wertloses, was man einfach weggibt. Die meisten Mahlsteine sind außerdem ganz wenig benutzt. Das sind nicht, wenn du sagen würdest, ui, die haben die alten ganz abgenutzten, die meisten könnten wahrscheinlich noch 50 Jahre benutzt werden. Das sind ja riesige Gerölle. Das heißt, eigentlich haben Produktionsmittel mitgegeben, die man nicht so einfach gewinnt. Denn wenn ich dich richtig verstanden habe, muss man die Flüsse lang gehen und schauen, ob man passende Gesteine findet, weil man nicht jedes Gestein machen kann. Und allein, ich habe das ja versucht, Erik Zamtz hat das versucht, der hat da wie ein Irrer auf so einen Stein eingeschlagen, nicht? Und hat sich wahnsinnig bemüht und ist ja ein sehr geschickter Kollege. Und das ist nicht so einfach, so einen Mahlstein herzustellen. Nee, das hatten wir auch uns viel einfacher vorgestellt. Wir dachten, weil in Spanien, in Alagar benutzen die diesen Schiefer, diesen Granatglimmerschiefer. Und der ist relativ schnell zu bearbeiten. Aber hier benutzen die Aunjetitzer Granit, vor allem Granit und Gneis. Oder auch Gabbro. Das ist wahnsinnig zähe, plutonische Steine, die unglaublich schwer zu bearbeiten sind. Also diesem Fürsten wurden enorme Produktionsmittel mitgegeben, also für seine Verherrlichung. Die müssen ja ersetzt worden sein. Das Eigenartige ist, nur die Mahlsteine kamen, aber die Läufer nicht. Und da ist die Frage, gibt es irgendwo Läuferdepots oder behielten die Arbeiter die Läufer und haben sich neue Mahlsteine, vielleicht waren die Läufer eher etwas, was man jeder für seine Hände angepasst hatte und so. Aber das ist eine interessante Sache. Ist auch nicht einzigartig. Wir haben auch aus Böhmen, aus der frühen Bronzezeit, Berichte leider nicht gut untersucht, dass in Fürstengräbern Mahlsteine deponiert wurden zur Verherrlichung der Verstorbenen. Nicht? Ja, und das Interessante ist, in der unteren Schicht haben wir gesehen, man gibt eine alte Siedlung mit. Das ist ja voller Scherben und Altfunde. Das heißt, man gibt eine Siedlung der Altvorderen mit. Nicht?
Also man gibt auch die allerbeste Schwarzerde mit, nicht? Man trägt die wertvollste Erde ab. Der Hügel selbst ist sozusagen ein ungeheurer Wert. Man gibt aber auch die Produktionsmittel rein, nicht? Und innen ist wahrscheinlich ein enormer Goldschatz, der wahrscheinlich schon im Mittelalter geplündert wird, denn wir wissen, dass der zuständige Kardinal wahrscheinlich einen Trichter machen lässt und dass dann der Trichter des 19. Jahrhunderts beziehungsweise die bergmännische Röhre sozusagen das trifft. Und wir haben sogar die Hundeknochen gefunden von den Hunden, die man damals wahrscheinlich im Mittelalter rituell geopfert hat. Also eine ganz komplizierte Geschichte. Ich möchte jetzt auf einen anderen Punkt kommen. Wir haben ja normalerweise, haben wir gesagt, einfach nur die Siedlungen, nur die Hausgrundrisse. Aber in Schipzig hat Thorsten Schunke mit den Kollegen die Siedlung ausgegraben im Zuge eines Autobahnbaus und dort an der Saale gelegen, etwas über der Saale gelegen. Oben liegt Salzmünde, die große Siedlung, auch mit Aunitzer Siedlungen. Aber unten in der Nähe des Flusses haben wir einige Häuser, Aunitz, gefunden mit einer Senke. Und die Senke war gefüllt mit Unmassen an Knochen und Steingeräten. Da wir in Deutschland aber weniger Steingeräte machen, wir hatten das besprochen, blieb das eine relativ lange liegen. Und ihr habt euch nun dessen angenommen. Peggy Morgenstern hat die Knochen gemacht. Thorsten Schunke hat die alte Grabung, die er mit Frau Moser machte, die da einen super Job machte, sich wieder vorgenommen, auch Frau Moser. Und die haben sozusagen die Gräber und die Häuser untersucht. Aber ihr habt etwas Neues gemacht. Ihr habt die Wirtschaftsarchäologie dieser Senke, dieser großen Fläche, die wir fast für einen Teich hielten, gemacht. Und da haben wir endlich mal Aunitz, die Produktion, etwas, was normal durch Erosion weg ist bei uns, durch diese Senke erhalten. Und wie sind da die Ergebnisse? Das ist noch nicht publiziert, das wird aber in Kürze, glaube ich, vorgelegt werden. Ja, das ist ein schönes Beispiel von Kooperation zwischen uns. Wie eben gesagt, die Faunastudie von Peggy Morgenstern und die Keramikanalysen von Thorsten Schunke und Paulos Ferrazza analysiert Tausende von Silexklingen. Und das ist eben interessant, es ist diese Senke und in dieser Senke sind eigentlich alle Bestandteile des Schlachtens, Verarbeitens von Rindern. Keine Ziegen, keine Schafe, praktisch keine Schweine. Über 80% der Tierknochen sind Rinderknochen. So etwas findet, solch ein zoologisches Bild haben wir nur wieder in Pömmelte. In Pömmelte wurden auch Rinder, vorzüglich Rinder, geschlachtet, verzehrt. In der normalen Aunitzer Siedlung ist viel vielfältiger. Du hast Ziegen, Schafe, auch etwas Jagd und Schwein. Und du hast Elemente von Briquetage und Schipzig liegt ja bei Salzmünde. Salz ist vorhanden. Du hast Elemente von Briquetage. Wir haben jetzt Werkzeuge aus Silex, aus Kruppstein und aus Knochen, die ja Juan Antonio López Padilla sich neulich angeschaut hat, die alle mit dem Verarbeiten von Fleisch, von Knochen, von Leder zu tun haben. Also das zeigt uns eine Werkstatt, eine spezialisierte Siedlung, die sich auf das Verarbeiten und vielleicht auch die Tierhaltung nur von Rindern. Und wir können uns gut vorstellen, dass dieses Fleisch, das essen wir ja auch noch in Spanien, wie Jamón Serrano haben wir ja auch Cecina. Und Cecina ist aus dem Rind gemacht. Und das sind gesalzene Rinderfleischteile. Das heißt, man würde das Salz, das bei Salzmünde austritt, das natürlich was Besonderes in der Halle-Region ist, gleich nutzen, um produktiv sozusagen Schinken herzustellen oder irgendwas Ähnliches. Genau. Also Fleisch haltbar zu machen, möglicherweise verhandelbar zu machen. Nicht? Ja, vielleicht auch hier, da ist hier so wenig Luft getrocknet, Salz mit Luft trocken oder geräuchertes Salz. Ohne weiteres alles möglich, weil es hat keinen Sinn. Die Menge an Steinwerkzeuge, die Menge an Fauna haben keinen Sinn für eine familiäre Wirtschaft. Erstens wäre sie vielfältiger und vor allem wäre sie nicht, in 200 Jahren würde sie nicht solch eine Masse an Abfall produzieren, wie wir in Schipzig sehen. Wenn wir also zusammennehmen, was wir in den letzten Jahren herausgefunden haben, nicht, wenn wir zusammenziehen, einmal
die Fürstengräber, wo wir die Elite haben, wo die Ernährungswissenschaft gezeigt hat, die haben besser gegessen, die haben mehr Fleisch gegessen. Helmstoff. Ja? Dann haben wir die Siedlung, wo wir sehen, es gibt Siedlungsunterschiede, es gibt Hausunterschiede, es gibt Megahäuser wie Dermsdorf, riesige Häuser, dreischiffige Häuser, wo auch Depots, Metalldepots gefunden werden, die also sicher zu diesen Hügelgräbern, zu diesen Grabhügeln, die liegen ja auch wie in Leubingen in direkter räumlichem Zusammenhang. Und jetzt haben wir auf einmal die Werkstätte, die spezialisierten Technologien, die spezialisierten Siedlungen. Da sagst du, ja, das ist doch kein Häuptlingstum, das ist doch ein wirtschaftliches System, das unheimlich komplex und zusammenhängend ist. Und wo dann wieder die Frage entsteht, wie wurde Wert gemessen, wie wurde Wert gezirkuliert, wie wurde der Überschuss von der, sagen wir mal, von der ausgebeuteten Klasse an die Hierarchie weitergegeben, wie funktionierte das Militär. Wir stehen ja heute vor fantastischen Aufgaben und Fragestellungen, die wir uns vor 20 Jahren nicht mal gewagt hätten zu denken. Nicht? Vor allem ist ja das Faszinierende, ich meine, diese 4, 5 Häuser mit diesen ungeheuren Werten stehen einfach so in der Landschaft. Die nächsten stehen ein paar Kilometer weiter, den nächsten Bach wieder. Das bedeutet, du brauchst keine Stadtmauer, du brauchst dich nicht schützen, weil man ein riesiges Gebiet sozusagen wahrscheinlich mit Armee oder mit Stationierungen an den Grenzen geschützt hatte. Nicht? Ja. Und das ist natürlich etwas, was ganz andere wirtschaftliche Möglichkeiten bildet, wenn du nicht Angst haben musst um deine Produktion. Ja. Das Legitimationssystem, da kommen wir wieder zum Thema Gehorsam, hat funktioniert. Aunjetitz hat ein Legitimationssystem aufbauen können, wie El Agha, über hunderte von Jahren, was funktioniert hat. Die Menschen haben gesagt, es lohnt sich immer noch dabei mitzumachen. Bis zu einem bestimmten Punkt. Was ist das Nächste, was du noch in Halle machen möchtest? Ihr seid ja noch sicher 1, 2, vielleicht sogar etwas mehr Jahre in Halle. Wir arbeiten noch weiter zusammen, wir werden ja später zusammenarbeiten. Was sind die Ziele, um sozusagen diesen 5-jährigen Forschungsaufenthalt, den du bei uns hast und der uns einen ungeheuer fantastischen Input bringt, weil ja alle Labore auch von Barcelona, die spanischen Kollegen, dein europäisches Netzwerk, die arbeiten ja alle mit, nicht? Das ist ja in der Landesarchäologie nicht normal, dass die Kollegen aus Rom, aus Thessaloniki, du bist überall angebunden, nicht, dass die alle sozusagen mit uns gemeinsam arbeiten. Nicht? Was wollt ihr da in den nächsten 2 Jahren noch mit uns gemeinsam machen? Also eine Sache, die ganz oben auf der Liste steht, durch die Anzahl, durch die große Menge an Kruppsteinwerkzeugen, die wir untersucht haben, ist eine Zeitschiene, wie ihr ja auch mit DNA schon gemacht habt und mit Isotopenanalysen, vom frühen Neolithikum bis zur späten Bronzezeit durch, wie verändert sich die Wirtschaft, wie verändern sich die Technologie und die Wirtschaftsverhältnisse, also durch in einem Ort, in einer Region wie Sachsen-Anhalt, vor allem eben Saale-Unstrut, eine Region, über die Zeiten hinweg sich das verändert. Weil das kann uns dann sehr gut mit der Migration, mit Pest, mit Epidemien, wie hat die Wirtschaft, welche Rolle hat die Wirtschaft in dem Ganzen gespielt? Und da wollen wir natürlich auch die Residuenanalysen von Keramik. Wir wollen sehen, die Steine zeigen uns, wo produziert wurde, aber wir wissen ja nicht, was konsumiert wurde. Und die Gefäßinhalte zeigen uns ja, was war in den Gefäßen drin und was wurde wahrscheinlich auch konsumiert. Wenn wir also durch die Steinwerkzeuge die Produktion haben und durch die Gefäße die Konsumtion, haben wir eigentlich ein fantastisches Bild, wie die 2 Seiten einer Wirtschaft funktionieren, nicht? Die Herstellung und der Verbrauch. Und ich glaube, das sieht sehr, sehr gut aus. Ich glaube, da werden wir tolle Resultate haben. Die Residuenanalysen haben uns eigentlich in einen ganz neuen Stand versetzt. Eigentlich, Roberta, wollten wir mit Franziska Knoll anfangen, ja, so 3, 4, 5 Gefäße zu machen. Dann kamen immer mehr Kollegen dazu, Susi Friedrich, Michael Mühlenbruch. Dann deine spanischen Kollegen in Barcelona machen die Analytik. Und die Idee war, dass wir identische Trinkgefäße nehmen, zum Beispiel Becher oder Vorratsgefäße, und sehen, was war da als Inhalt drin. Nicht? Und wir begannen natürlich mit Aunjetitz und mit Glockenbecher und gingen dann über Schnürkeramik und plötzlich landeten wir bei Balberge, also schon im 4. Jahrtausend. Und haben jetzt eine ganz lange Liste und ganz viele Gefäße untersucht. Und ich glaube, es wird eine fundamentale Studie, die wir gerade fertig machen.
die also das Ergebnis vieler Jahre Arbeit ist, auch hier von deinem Aufenthalt. Und obwohl es noch nicht publiziert ist, vielleicht kannst du uns über die Bedeutung, über die Methode und über die ersten Ergebnisse etwas sagen. Naja, das wird am Labor für organische Chemie gemacht. Das ist ein hochspezialisiertes Labor von der katalanischen Regierung vor ein paar Jahren eingerichtet mit den höchstmodernsten Geräten. Das heißt ICTA an der Autonoma. Und die machen zwei Sachen. Die machen also traditionelle Gaschromatographie, aber dann gehen sie eben noch durch Isotopenanalyse noch genau in die Fette. Was für Fette sind es? Und die kann man, wie auch bei Ernährungsanalysen, durch Stickstoff und Kohlenstoff kann man die verschiedenen Fette unterscheiden. Und das Interessante ist, diese Methode wurde ja vor allem in England sehr früh vorangebracht. Die wurde ja früher noch in Deutschland, eigentlich der erste ist ja, wie hieß er noch, dieser deutsche Archochemiker, der schon in den 70er Jahren, jetzt fällt mir der Name nicht ein, dieses große Buch zu Residuen geschrieben hat. Und das wurde dann in England weitergeführt. Ist häufig so, dass wir was erfinden. Ja. Und hat niemand weitergeführt. Wird der Strang nicht weitergeführt, weil die Professur wegfällt oder Ähnliches. Ja. Aber erzähl, was wir machen. Und dann war immer nur die Frage, was ist das erste Neolithikum? Man hat sehr viele, am Anfang des Neolithikums in Skandinavien, in Polen, sehr, sehr wenig in Deutschland, muss man sagen, in Griechenland hat man immer die ersten neolithischen. Aber was man nie gemacht hat, ist mal, anstatt verschiedenen Regionen 2, 3 Scherben zu nehmen, eine Region durch die Zeiten. Und das ist eben das Tolle in Sachsen-Anhalt und am Museum, dass du auf allen Bereichen in der Anthropologie, in der Metallurgie, in der Steinforschung, in den Silexforschung, dass ihr solch ein Fundgut habt, dass wir auf allen Ebenen durch die Zeiten hindurch die Verwandlung der Gesellschaft, die Geschichte erzählen können. Das ist sogar in Griechenland wäre sowas sogar schwierig oder Anatolien. Ich glaube, das ist wirklich einzigartig für ganz Europa, diese Möglichkeiten. Und ich kann nur danken, dass dieses Kooperationsprojekt zwischen Katalonien und euch zustande gekommen ist und wir hier intensiv zusammenarbeiten können. Und das wird noch viele Jahrzehnte, werden immer noch Wissenschaftler, ich hoffe weltweit, die Möglichkeit haben, diese Forschungslinien weiterzuführen. Wir stehen ja eigentlich erst am Anfang. Und was sind so die ersten Ergebnisse? Die kann man vielleicht schon erzählen. Ne? Naja, wir sehen eben, dass das Frühneolithikum nicht nur von seinen Steinbeilen völlig was anderes ist, sondern eben auch in der Ernährung. Die Residueninhalte ganz früh im Neolithikum sind vor allem, deutet auf Fette hin. Hingegen hast du im Mittelneolithikum auf einmal ein Aufblühen der Milchprodukte. Und das fällt zusammen mit einem Rückgang der Mahlsteine. Ja, also wenn wir diese, was ich gerade sagte, die Säulen nebeneinander stehen, siehst du auf einmal, dass dieses Frühneolithikum sehr stark auf Getreideanbau und einer kleinen Viehwirtschaft, hingegen im Mittelneolithikum siehst du, dass Viehwirtschaft eine viel größere Bedeutung hatte als wahrscheinlich die Landwirtschaft. Und das Bild ändert sich erst wieder mit Aunjetitz. Auch die Schnurkeramiker und die Glockenbecher, die Milchprodukte, die Derivate von Milch, war eine fundamentale wirtschaftliche Entwicklung, die uns wahrscheinlich, ohne die wahrscheinlich das Neolithikum geendet hätte. Wahrscheinlich war das frühe Neolithikum, diese Linearbandkeramiker, über die wir ja schon mehrmals gesprochen haben, war das im letzten Endes, wie El Agar und Aunjetitze, eine nicht nachhaltige Wirtschaftsform. Das hat die Ressourcen zu sehr aus. Wahrscheinlich wären wir zu Jäger und Sammler wieder zurückgegangen. Man kam einfach in ein riesiges Land mit riesigen Ressourcen, die man völlig ausbeuten konnte. Das waren die ersten Neolithiker. Plötzlich kommt man an die Grenzen. Und das Interessante ist, immer wenn der Mensch an Grenzen kommt, erfindet er was Neues, nicht unter dem Druck. Pflug. Ja. Bandkeramiker haben keinen Pflug. Im Mittelneolithikum erfindest du die Zugkraft und den Pflug.
im Mittel, das ermöglicht er die Schleppe, das ermöglicht er riesige Megalithsteine zu bewegen, dann erfindest du das Nächste. Nicht? Und so geht es eigentlich immer weiter. Und immer wenn es schwierig wird, wenn man an die Grenze kommt, gibt es Gott sei Dank eine Innovation. Die Frage ist, wie lange das funktioniert. Aber im Mittelneolithikum haben wir so eine ganze Reihe von Innovationen, wo vielleicht das Rad eine der größten Innovationen überhaupt ist, weil man plötzlich riesige Lasten relativ weit transportieren kann. Da brauchst du Rinder. Brauchst du Rinder zum Ziehen, aber da muss man die Zugkraft erfinden, das heißt die Anschierung der Rinder. Und dann, das Pferd kommt erst sehr spät als Zugtier, nicht? Also das Kummet zum Ziehen erfindet man erst im frühen, hohen Mittelalter. Also das ist was ungemein Spannendes, aber ja, also diese Residuenanalyse, in der sehe ich eine große Zukunft und ich bin sehr gespannt auf unser Paper. Kann man das auch verbinden mit der Steppe? Man hat immer gesagt, die Steppe ist auch mit Milchwirtschaft verbunden. Wir sehen, dass die Schnurkeramiker und Glockenbecher weiterhin diese Milchderivate haben. Ob das jetzt Joghurt, Ayran oder Frischkäse ist natürlich nicht zu entscheiden, aber in dem Hinsicht nicht eine Innovation sind, sondern das hat es hier schon seit dem Mittelneolithikum gegeben. Nicht? Das ist eines der großen Ergebnisse. Aber wie du sagst, wir sind dabei, wir werden versuchen, das chemisch noch auflösender zu analysieren. Und ich glaube, das wird eine spannende Arbeit. Was wir nicht gefunden haben, ist bisher leider Honig. Das haben wir nicht gefunden, wie in El Aghat. Das ist leider hier nicht, haben wir nicht feststellen können. Hat aber sicher eine Rolle gespielt. Was ich dich jetzt noch fragen wollte, ist ganz kurz zu deinem Werdegang. Wer hat dich eigentlich beeinflusst? Wo hast du an welchen Universitäten hast du studiert und wer waren deine wichtigsten Lehrer? Naja, wahrscheinlich mein wichtigster Einfluss war wahrscheinlich mein Vater, der hoch interessiert war an Geschichte und Sommerferien waren immer archäologische Exkursionen und dann hatte ich das Glück, ich war ja an der deutschen Schule, ich bin ja in Katalonien aufgewachsen, aber dann Deutsche Schule Madrid habe ich das deutsche Abitur machen können. Das ist eine fantastische Einrichtung, diese deutschen Schulen im Ausland, dass man die deutsche Sprache und die deutsche Literatur weltweit noch lehrt, überall. Und da bin ich mit der Tochter von Hermann Fried Schubert zur Schule gegangen. Und da mich Archäologie interessierte, hat Hermann Fried Schubert mich dann zum DAI, Deutsches Archäologisches Institut, immer eingeladen, so einmal im Monat und so, und hat gesagt, ja, lies doch mal das hier, schau dir doch mal das an. Eigentlich wollte ich iberisch- und provinzialrömische Archäologie machen zuerst. Also Hermann Fried Schubert war sicher eine besondere Person. Und dann auf Mallorca habe ich das Glück gehabt, jemanden kennenzulernen, Bill Waldron. Das war eigentlich ein Künstler, der sich in der Hippie-Bewegung auf Mallorca niederließ, in einem kleinen, wunderschönen Ort in den Bergen, Deia, ist heute leider zu touristisch geworden, aber damals war es Idyll. Und dort haben wir immer zusammen prähistorisch aufgegraben. Und durch Bill Waldron bin ich an die Glockenbecher gekommen und an die Kupferzeit. Und dadurch war klar für mich, ich will Vorgeschichte machen, habe dann nach dem Abitur in Freiburg am Breisgau 3 Jahre studiert. Ich glaube, habe noch eine der letzten Seminare von Eduard Sangmeister besucht, Hallstatt, das war ein tolles Seminar über Hallstatt. Da habe ich zum ersten Mal das Wort Fürstengräber gehört, weil meine Seminararbeit war über die Heuneburg und die ganzen Fürstengräber um die Heuneburg herum. Und ja, aber wie gesagt, mich zog es dann doch mehr in die Theorie und dank einem DAD-Stipendium bin ich dann nach Cambridge gekommen. Aber vorher hast du ich glaube in Freiburg hast du aber auch noch bei wichtigen Soziologen. Stimmt. Ja, das war eigentlich wichtiger fast als die Archäologie. Ich konnte Vorlesungen bei Popitz, Autor von Phänomene der Macht. Popitz hat mich sehr beeindruckt, dann auch Dux, Logik der Weltbilder, das war Anfang der 80er war das. Wir waren in Hörsälen, da waren 500 Leute, haben wir auf Logik der Weltbilder gehört, weil es waren faszinierende soziologische Vorlesungen. Und das war, glaube ich, so ein Problem in den frühen 80er, ich weiß nicht, ob später dann immer noch, dieses Auseinanderdriften
diese Verlust der Einheit der Sozialwissenschaften in Deutschland. Und das ist wirklich, ich habe das nicht in anderen, das ist nicht in Frankreich, nicht in Spanien, nicht in England passiert. Die Archäologie wurde empirischer, während in der Philosophie, der Soziologie, der Politikwissenschaften, aber auch der Ethnologie, zum Beispiel Peter Hanser war ein Professor von mir, Ulrich, das waren alles Professoren, die empirische Forschung zusammen mit Theorie gemacht haben, die an Geschichte interessiert waren. Die haben sich nie mit Archäologie befasst und die Archäologen haben sich nie mit diesen Theorien. Also es fand in der Archäologie keine Theoriediskussion statt in Verbindung mit den Professoren, die an derselben Universität also völlig paradigmenändernde Theorien aufstellten. Ja? Und das hat mich verblüfft und deshalb war für mich die einzige Chance eben nach Barcelona, an die Autonome Universität Barcelona. Dort habe ich meinen Magister zu Ende gemacht und dann bin ich noch nach Cambridge gegangen. Du hast mir mal erzählt, du bist nach Cambridge gegangen und plötzlich saßt du bei Colin Renfrew beim Mittagessen. Stimmt? Irgendwie so war das, nicht? Ja, das ist vielleicht auch so ein Unterschied zur damaligen deutschen Archäologie. Ich glaube, da war ein Glockenbecher-Kongress in Oxford, genau, im Winter 84. Und kam ich aus Freiburg nach Oxford und Bill Waldron hat diesen Glockenbecher-Kongress organisiert. Und da habe ich gesagt, Mensch, ja, mit Cambridge, die Theoriediskussion, das würde mich interessieren. Und ich glaube, es war Beatrice Blans oder irgendwer hat gesagt, du, ich habe das Telefon von St. John's College, wo Colin Renfrew ist, ruf ihn doch einfach mal an. Habe ich gemacht, habe ich mir da 10 Pence nach Oxford angerufen, meldet sich. Roberto, Spanien, come over, why don't you come over? Habe ich Bus genommen, bin ich hingekommen, empfängt er mich an John's College und sagt, I invite you to formal dinner. Ich lade Sie ein auf formal dinner. Wow. Mich hat es umgehauen, weil das waren verdunkelt, ein Saal so, ja, länger noch als dieser, verdunkelt, die Gardinen waren verdunkelt, ein riesiger Eichentisch und alle Nobelpreisträger aus allen Wissenschaften, weil diese College sind ja nicht nach Fakultäten, sondern interdisziplinär, saßen an dem Tisch. Und ich weiß nicht, wurde von Colin Renfrew vorgestellt, hier Roberto Risch aus der Universität Barcelona ist interessiert in Philosophie und Theorie und alle sprachen auf dich ein und was halten sie von dem und Ortega y Gasset. Und dann bekamst du das Essen, ein britisches Essen mit Erbsen. Vielleicht der einzige Mit Erbsen, ja, das war mit Erbsen. Zum Glück war mein Vater sehr anglophil und hat mir mal gezeigt, wie man in England Erbsen, wir haben das so aus Spaß zu Hause gemacht. Und wie isst man da Erbsen? Naja, eben nicht mit einem Löffel, vor allem nicht mit einem Löffel, sondern man muss die Erbsen auf die Gabel so ein bisschen anheften. Auf die Rückseite? Auf die Rückseite der Gabel und dann muss aber die Kartoffeln, damit die nicht runterrollen, musst du noch eine Kartoffel dahinter reintun. Ja? Und diese Technik hat gesagt, you are even able to eat peas in the British way. Das war ein Türöffner. Ja, und allgemein, Renfrew ist eine Person, der war dann in Christ College und hatte jedes Jahr 200 neue Studenten aus allen Fächern. Nach einem halben Jahr konnte er alle Namen auswendig. Der wusste jeden bei Namen, der konnte jeden bei Namen erwähnen oder kann es noch immer heute. Ich meine, er ist ja noch voll dabei und macht tolle Sachen das war eine spannende Zeit in Cambridge. War ja nicht nur Renfrew dann, als ich dann hinkam, war ja die große Debatte zwischen Prozessualismus und postmoderne Archäologie oder wie das hieß, postprozessuale Archäologie. Also gibt es Wahrheit, können wir wissenschaftlich arbeiten, ist interdisziplinäre Forschung überhaupt relevant zwischen ihm, Ian Hodder und dann natürlich Shanks und Tilley, die 2 Bücher von Shanks, populär genannt The Black and the Red, weil das eine Buch war schwarz, das andere rot, The Black and the Red, das war die Debatte, das war 88, 89, 90, das war eine unheimlich stimulierende Atmosphäre, wo ja, wahrscheinlich
sehr viel Unsinn gemacht wurde, aber einem letzten Endes auch die Forschung auch sehr, 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 sehr weit fortgeführt worden ist. Dank Fehlern lernt man ja nicht, sowohl theoretisch wie empirisch. Und dann bist du danach wieder nach Barcelona zurück? Oder du warst ja mal, glaube ich, in Italien, dann in Padua? Ja, naja, dann bin ich zurück nach Cambridge. Ich war so aber ich wollte eben El Agar weitergraben und so mit Vicente Luis. Und dann habe ich dort meine Doktorarbeit 1995 vorgelegt. Das war eben die große wirtschaftsarchäologische Arbeit zu Los Millares und El Agar. Ist ja in römisch-germanischen Forschungen dann publiziert. Genau, nicht? Also ja, in Deutsch. Die Fuente Alamo ist dort publiziert, manches ist immer noch, ist publiziert alles in der Doktorarbeit, die ja viel zu lang war. Ich glaube 500 Seiten, das war ein Exzess, aber gut, jetzt ist es da, jetzt kann es jeder benutzen. Ja, und dann bin ich als Postdoc, die Postdoc, da hatte ich das Glück, nach Padua zu kommen. Und dort habe ich eben über Terra Madre und eben auch die Beziehung zwischen der Po-Ebene zu Balearen. Weil in der Spätbronzezeit, haben wir ja gesprochen, ist diese internationalen Beziehungen werden Elfenbein, aber vor allem eben auch Bernstein, Metalle zirkulieren und Balearen, die hat es über die Rhonetal und mit dem Po-Ebene eine große Beziehung gegeben. Und das war Padua, so habe ich die italienische Archäologie kennengelernt. Und also Padua war natürlich vom Essen her weit besser als Cambridge. Mit wem hast du da in Padua gearbeitet? Giovanni Leonardi. Das war auch eine entscheidende Figur, auch jetzt schon in Rente. Giovanni Leonardi war vor allem in der Taphonomie, Stratigraphie, Geoarchäologie unheimlich kompetent und dort habe ich sehr viel gelernt und Theorie natürlich von Vicente Luis in Barcelona. Und von Padua, wo bist du dorthin gegangen? Da bin ich bin ich zuerst nach Mallorca gegangen. Da war die Möglichkeit, ein kleines archäologisches Museum aufzubauen. Aber dann 1999 bekam ich das Angebot, zuerst als Assistent an der Universität Autónoma zu arbeiten. Und 2001, glaube ich, kam dann die Professur auf. Ja. In der gleichen Zeit, als ich nach Halle kam, nicht? Ja. 2001 haben wir alle unsere jetzigen Jobs begonnen. Und seitdem bist du an der Autónoma und forschst mit deinen Arbeitsgruppen La Moloya und die anderen Fundstellen, die wir besprochen haben. Richtig. Nicht? La Bastida, Tienza. Hat immer zwei Schwerpunkte gegeben, Balearen und Südostspanien. Und ja, dann vor 20 Jahren kam diese Notwendigkeit, nach Afrika zu müssen. Nicht? Diese Notwendigkeit, um wirklich noch zu sehen, wie funktionieren solche Gesellschaften, die eben mit einer Technik, die ohne Elektrizität, also wir können uns nicht vorstellen, ein Leben ohne Elektrizität. Das ist solch eine andere Dimension, solch eine andere Perzeption, ein anderes Gefühl des Lebens. Angefangen vom Eisschrank, simpelste Sachen. Und das hat mich, also ich glaube, das war ein Umbruch. Dieses nach Afrika zu gehen, war ein Umbruch in der Perspektive auf die Vorgeschichte. Für mich. Was war das wesentlich? Ja, ich hatte diese Möglichkeit, mit dem Krankenhaus zusammenzuarbeiten in Nordghana durch einen Kollegen in Menorca, Simon Gornes. Und wir haben das organisiert und danach bin ich dann nochmal nach Mali und wir haben eben dokumentiert in dieser Gegend ohne Elektrizität. Ein Leben in einer Gemeinschaft von 1000 Einwohnern, ohne Elektrizität. Und das ist ein großer Unterschied. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Angefangen von dem Fehlen eines kühlen Getränkes, weil es keinen Eisschrank gibt. Und sehen, wie die Menschen kooperieren, wie die Menschen zusammenhalten. Es ist eine Gegend in der Nähe von Tamale, die heißt Bende, und wie sie auch gerade auch mit dem Krankenhaus das unterstützen, was für einen Wert sie der Wissenschaft geben, wie sie wissen wollen, wie wir leben und wie sie erklären, was sie versuchen im Leben. Ich habe Menschen
kennengelernt über die Wochen hinweg, mit denen habe ich mich besser verstanden als vielleicht mit meinen Nachbarn. Ja? Und du sagst, wir haben völlig unterschiedliche Herkünfte, völlig technisch andere Welten und trotzdem können wir uns perfekt über alles im Leben unterhalten mit bestimmten Menschen. Aber vor allem eben dieses Leben in der Essenz, wo wirklich das menschliche Leben hat keinen Rückhalt in Internet, hat keinen Rückhalt mit Elektrizität. Dieses intensive Leben, Verarbeiten der Ernährung, Vorbereiten der Ernährung, eben vor allem durch Frauen, das hat mich unglaublich fasziniert, wo du deine ganze westliche Erziehung und dein ganzes westliches Weltbild auf einmal in Frage stellst, nicht? Und du sagst, es gibt eine Möglichkeit, anders zu leben und wir haben einfach gar nicht die Vorstellungskraft und wir müssen versuchen, durch die Archäologie diese Vorstellungskraft, dass andere Welten möglich sind, wieder zu generieren, wieder zu lernen. Wir müssen wieder lernen, was grundsätzliche Notwendigkeiten sind und uns oft diese sehr oberflächlichen Probleme, die wir in der westlichen Halbwelt haben, ein bisschen zu relativieren oder sehr stark zu relativieren. Ja, Robert, ich denke, das war ein guter Schlusswort. Danke für die Ausführungen und ich hoffe, dass wir uns in einigen Jahren weiter über unsere Forschungen unterhalten. Und jetzt sehen wir, in den letzten 12 Jahren ist sehr, sehr viel passiert. Ich weiß, du hast viel vor, wir haben viel gemeinsam vor und ich bin überzeugt, wir werden fantastische Ergebnisse in Zukunft haben. Ergebnisse, die, wie wir jetzt gelernt haben, wir beide, glaube ich, auch einfach in der Öffentlichkeit sehen wollen. Deshalb machen wir ja hier diese Serie und ich danke dir sehr für diese konzisen, präzisen Auskünfte und diesen Einblick in deine herausragenden Forschungen.